Moin, ihr lieben Landratten. Herzlich willkommen bei Hamburg Hafen Live und ein frohes neues Jahr wünsche ich euch allen. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Wir hingen, oder ich zumindest hing am 1. ehrlich gesagt so ein bisschen durch nach diesem Livestream, den wir da auf dem Dach gemacht haben. Und gestern haben wir dann auch noch ein bisschen entspannt. Aber heute dachten wir uns, ja, mal wieder ein bisschen in den Hafen gucken. Und was ist passiert in Hamburg? Es hat geschneit. Also wir hatten heute Mittag mal so eine Phase von 1-2 Stunden. Da kam richtig was runter. Und ich glaube, wenn wir gleich mal so rüberschwenken, werden wir auch noch den einen oder anderen die eine oder andere weiße Stelle entdecken. Und ja, es ist nicht jetzt irgendwie das spektakuläre Ereignis heute hier im Hafen, aber wir haben ja Deck 7 unter anderem auch dafür, damit man sagen kann, hey, einfach mal die Kamera anschmeißen und ein bisschen aufs Wasser gucken. Nachher geht die Otto Sverdrup noch raus. Tanja will auch noch kommen, die ist gerade noch was anderes organisieren. Also man kann halt, oder wir wollen halt versuchen, auch die Livestreams so ein bisschen, ja, sag ich mal, nicht immer nur unbedingt um eine Schiffsankunft herumzubauen. Und ja, das probieren wir jetzt heute mal so ein bisschen. Eine Sache vorweg. Mit dem Ton sind wir immer noch hier am Basteln auf Deck 7. Das letzte Mikro, was wir ausprobiert hatten, dieses Headset-Mikro, das war dann doch ein bisschen sehr clean vom Klang her. Deshalb probiere ich jetzt noch mal ein anderes Mikro. Das kann sein, dass jetzt wieder ein bisschen mehr Hall darauf ist. Aber wir müssen halt mal gucken, müssen uns da irgendwie so langsam rantasten. Also bitte habt Nachsicht, wenn der Ton noch nicht perfekt ist und wir da noch so ein bisschen am Spielen sind. Ich hoffe, dass ihr trotzdem alles versteht, auch wenn vielleicht die Tonqualität aktuell noch nicht auf dem allerhöchsten Level ist. Deshalb muss ich auch ab und zu mal bei WhatsApp reingucken und ich zeige euch aber mal, wie es überhaupt aussieht hier in die andere Richtung, also wettermäßig. Richtig klasse, würde ich sagen. So, jetzt muss ich mal schauen. Jo. Und was natürlich auch eine gute Gelegenheit ist, wenn wir halt sagen, wir machen halt hier mal so einen Stream, wo nicht gleich hier die Riesenattacke ist, wo vielleicht auch die Zuschauerzahlen nicht ganz so explodieren, dass wir einfach ein bisschen Zeit haben, auch mit euch zu chatten. Also ich glaube, das ist vielleicht auch ganz gut, dass man mal ein bisschen mehr Zeit hat, mitzulesen, auch mal das ein oder andere zu beantworten und auf das ein oder andere dann einzugehen. Das ist so ein bisschen die Idee. Also alles so ein bisschen ganz entspannt. Ja, und die meisten schreiben, Ton ist top. Okay, also ein bisschen Hall müsste noch drauf sein. Aber das ist, ich hoffe, das ist besser als mit diesem Mikrofon, was dann doch so sehr steril klang. Das war so ein bisschen unschön. So, ich groove mich erstmal hier so ein bisschen ein. Können wir mal einmal rüber gucken. Und da hinten liegt die Otto Sverdrup. Man sieht auch, dass da ein bisschen was Weißes ist. Ist echt süß, ne? Die Otto Sverdrup, wenn die da hinten so liegt. Also wirklich richtig klein. Andi sagt auch, alles gut, Ton ist da, alles verständlich. Ja, das ist erstmal so das Wichtigste. Hängt halt auch sehr davon ab, wo ich gerade stehe. Wenn ich am offenen Fenster stehe, dann ist der Hall nicht so stark, als wenn ich mich in den Raum reindrehe. Okay. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Und hier geht es schon wieder ordentlich los. Der Christian ist auf Twitch dabei, schreibt guten Abend, lässt erneut ein Sub da auf Twitch. Ganz lieben Dank dafür. Christian Sanbillo genauso lässt auch ein Sub da. Und Mike ist auch offensichtlich mit Hansi gut rübergerutscht. 2,49 Superchat. Ja, Hansi. Ganz liebe Grüße. Dann XX Testis XX im 6. Monat bei Twitch dabei. Und der Radioman im 5. Monat. Danke euch beiden. Dietmar sagt, Ton war nicht synchron. Ja, das kann sein. Das habe ich noch nicht ausgemessen. Ich habe das nur nach Gefühl, habe ich den Delay eingestellt. Das kann sein, dass da noch 1-2 Frames nicht passten beim Ton. Aber wie gesagt, das sind Kleinigkeiten. Die meiste Zeit seht ihr mich ja eh nicht im Bild. Von
von daher, und das lässt sich auch relativ einfach anpassen. Also da nochmal ein bisschen nachzusteuern, das ist jetzt wirklich nicht das große Ding. Benjamin ist jetzt bei uns auf dem Kanal, neues Fischmarkt-Mitglied. Herzlich willkommen, Benjamin. Und JT Kirk schickt auch einen Neujahrsgruß, ist im 4. Monat dabei. Danke dir, mein Lieber. Mike Fassbender nochmal mit 2,49. Mike, ganz, ganz lieben Dank. Und Captain Grabak, ein Freund der Schnapszahlen, 111 Bits. Markus schreibt, mehr Deko an die Wand, das schluckt das Echo. Ja, wir arbeiten daran. Also wir arbeiten daran, hier Deko und so weiter. Also das Büro muss in der Tat gefüllt werden. Wir haben da auch schon die ein oder andere Idee, was wir machen wollen. Aber manche Sachen, die dauern halt so ein bisschen. Und man kann halt, also wir könnten das jetzt natürlich irgendwie so schnell mit irgendwelchem Krempel vollstellen, nur um den Hall ein bisschen zu reduzieren. Aber dann haben wir hier halt jede Menge Krempel drin stehen, die wir nachher auch wieder rausschaffen müssen. Also insofern ist das jetzt gerade halt einfach so eine Übergangszeit, wo wir so ein bisschen durch müssen. Mo 1975, danke dir, 10 Monate auf dem Fischmarkt. Let's Jim schreibt, bin am 18. auf der Nova. Ja, morgen ist auch Nova-Time wieder und außerdem morgen auch Queen Victoria. Eine Cunard. Ja, Volker schreibt Molton-Stoff. Ja, Molton ist in der Tat wirklich super, ist leider auch super hässlich. Kann man natürlich hier irgendwo an die Wände hängen. Also Möglichkeiten gibt es da ohne Ende. Das Problem ist, oder ich sage mal die Einschränkung, die wir haben, wir wollen die Wände hier nicht gleich bekleben oder Dübel reinhauen. Also wir müssen noch mal gucken, dass wir das alles so ein bisschen hinbekommen. Erstmal ohne zu viel zu dübeln. Garfield fragt, ob die Bildqualität schlechter ist als sonst. Garfield, das musst du mir sagen, beziehungsweise das mussten mir die anderen Zuschauer einmal sagen, ob es aktuell Probleme mit der Bildqualität gibt. So. Okay. Also die meisten schreiben alles super. Funfair fragt, welches Schiff liegt im Trockendock gegenüber? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Das ist ja seit Wochen ist ja komplett eingerüstet. Wahrscheinlich auch irgendeine Yacht. Weiß nicht, weiß es jemand von euch? Ich meine, wir hatten das Thema schon wieder, aber mein altes, durchlöchertes Hirn kann sich das immer alles nicht merken. Monkey D. Luffy, danke dir, 6 Monate auf Twitch. Und unser Sattelschlepper Andi. Andi, ganz lieben Dank für 5 verschenkte Mitgliedschaften. Die Bande aus Wasserburg ist auch wieder da. Anja Garlick und Danny, 2 Euro, danke an euch beiden. Ja, Stefan hat mal rausgesucht, was 14 Tage auf der Otto Sverdrup kosten. Pro Person 5.086 in der Innenkabine mit Fenster, schlappe 6.944. Ja, das Otto Sverdrup ist halt schon relativ exklusiv. Ne? Das sind kleinere Schiffe. Jetzt will ich mal gerade gucken. Ich glaube, hier von der rechten Seite kommt eine der neuen Fähren. Vielleicht zeige ich euch die mal etwas aus der Nähe. Da ist sie doch. Das neueste Mitglied bei der Haddock, die Finkenwerder, eine von den neuen Hybridfähren.
So. So, ich bin wieder bei euch. Hab hier nebenbei noch mal ein bisschen per WhatsApp gechattet mit dem lieben Remo. Frank Böhme, 8 Monate dabei. Danke dir, Frank. Und Jupka Wuff, 5 Monate Prime Sub auf Twitch. Dankeschön. Karin und Matthias, ein ganzes Jahr auf der Reeperbahn. Herzlichen Dank an euch. Schönes Jubiläum, 1 Jahr. Und die Niki seit 11 Monaten dabei. Danke dir, Niki. So. MSC-süchtig. Hier lese ich es gerade. Rising Sun liegt in Dock 11. Ja, einige andere von euch hatten es auch geschrieben. Und Fedillo fragt, ob ich die neue NDR-Doku gesehen habe. Ich habe sie noch nicht komplett zu Ende gesehen. Die geht ja 1,5 Stunden. Und ich bin ungefähr bei der Hälfte. Sehr schön gemacht, wirklich sehr, sehr schön gemacht. Sehr schön die neue Doku vom NDR. So, dann haben wir die Petra mit 5 Euro per PayPal. Petra, Dankeschön. Nixe ist seit 13 Monaten dabei. Dankeschön, Nixe. 2Ace, 2 Monate Prime Sub auf Twitch. Dann der Trommelkasper, 4 Monate Prime Sub. Dankeschön. Und nur geladen mit einem neuen Prime Sub auf Twitch dabei. Herzlichen Dank, ihr Lieben. Außerdem Detlef Ehr, jetzt Speicherstadtmitglied. Detlef, Dankeschön. Und Sven Tanneberger ist jetzt seit 8 Monaten dabei. Mr. Bindi Lindy, 12 Monate und wünscht auch allen ein gesundes neues Jahr. Dankeschön. Was wir mal testen können, beim letzten Mal waren die Hörner alle ein bisschen leiser. Ich habe die allerdings mal so rein nach Gefühl etwas hochgedreht. Und ja, wir können ja mal gucken. Otto Sverdrup. Da könnt ihr jetzt mal Feedback geben, ob ich es übertrieben habe. Ob die jetzt viel zu laut sind, die Hörner. Denn das haben wir noch nicht so richtig eingestellt. Habe ich einfach nur mal so nach, ja, einfach so nach Gefühl. Also voll okay, gute Lautstärke. Danke, danke, danke. So, Remo sagt auch, dass jetzt insgesamt der Ton ganz gut ausgepegelt ist. Haben wir also hoffentlich nur noch ein bisschen das Problem mit dem Hall. Ja, da liegt sie, die Otto Sverdrup. Im Hintergrund sieht man den Enak, den Riesenkran. Richtig Platz. Wenn die Aida Nova da liegt oder eins von den Cunard-Schiffen oder so oder auch die MSC Preziosa, dann sieht das ganz anders aus. Also ihr kennt das ja, oder viele von euch kennen ja die Ansicht. Na, also wenn wir das mal hier so im Ganzen zeigen. Peter, 10 Monate
Speicherstadt, danke dir. Und Thorsten verschenkt nochmal 5 Mitgliedschaften. Danke, danke. Der Miepelschubser, René, seit 18 Monaten auf der Reeperbahn. Und er sagt noch, hat auch nochmal einen Tipp für den Ton angeblich hässliche Akustikmatte im gedruckten Bild auf Holzrahmen verstecken. Ja, also es gibt wirklich zig Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, Bilder auf schallschluckendem Material direkt drucken zu lassen. Also da muss man da gar nicht großartig basteln. Dann lässt man das direkt auf so schallschluckendem, ich weiß nicht, was das dann ist, Leinwand, Stoff oder ähnlichem, kann man dann direkt da drauf drucken lassen. Ja, Hansi, Horntest, richtig. Komm, Hansi, noch einen für dich hier. Wir tasten uns da langsam ran, denn es soll ja auch noch einiges hier an die Wände. Wir brauchen ja auch noch Hintergründe für unsere Interview-Ecke und so weiter. Und insofern, wie gesagt, muss das alles so ein bisschen wachsen. Ich glaube, so ein Büro oder Studio, das muss man auch als Projekt ansehen. Ich weiß gar nicht, wann geht denn die CMA CGM raus? Welche ist denn das überhaupt? Ist das die Mermaid? Könnte sein, dass das die Mermaid ist. Jürgen, Dankeschön für 4 Monate. Thorsten 7 Monate. Und Asterix 2 Euro. Und er empfiehlt Schallschutzfarbe. Dankeschön für den Tipp. Hansi 2,49 hat funktioniert. Danke, danke, danke. Können wir mal hier etwas aufs Terminal rüber gucken. Ihr seht, so ein bisschen Schnee ist noch da. Ich weiß gar nicht, guck mal, die Kühlbrandbrücke ist wieder frei. Vorhin war die Kühlbrandbrücke gesperrt, weil das so heftig geschneit hatte. Also es war wirklich eine Stunde lang, kam hier richtig heftig Schnee runter und dann kamen plötzlich die LKWs, die Kühlbrandbrücke nicht mehr hoch. Da mussten sie die dicht machen, musste erst die Stadtreinigung kommen und da die Kühlbrandbrücke von Schnee befreien und wahrscheinlich auch ein bisschen streuen. Aber da scheint wieder alles zu rollen. Die Joe, ganz lieben Dank auch an eine verschenkte Mitgliedschaft. Danke, danke. Ja, Gigi, der Wahnsinnige, 5,99 für die. Danke für die beste Silvestershow. Ja, ich danke dir vielmals. Unterm Weihnachtsbaum lag ein Hamburg Hafen Live-Hoodie. Ja, danke, danke, danke. Apropos Hoodie. Lasst mich mal ein bisschen Werbung machen. Aktuell gibt es wieder eine kleine Rabattaktion. Ja, das war schon verrückt an Silvester. Das war wirklich verrückt, was da los war. Wer reingeguckt hat, der hat das auch mitbekommen, dass wir etwas überwältigt waren. Und ich meine, rein zahlenmäßig hat der Stream ja wirklich sämtliche Rekorde gebrochen. Also irgendwie mit 15.000, über 15.000 gleichzeitige Zuschauer. War schon echt abgefahren. Das war echt abgefahren. Und ja, gab natürlich auch ein Problem im Mobilfunk, aber im Großen und Ganzen hat es eigentlich doch so halbwegs gut funktioniert. Bis auf das eine Loch, was wir drin hatten. Na, fängt das da schon wieder an zu schneien oder kommt da schon wieder was runter, wenn ich das richtig sehe?
jetzt zieht es sich auch wieder gut zu. Andi, 5 Schweizer Franken, und er sagt, kannst du es ruhig sagen, Paddy? Ja, es war sensationell. Es war in der Tat sensationell. Dem ist so. Heike schreibt, kann ja mal sein, dass es im Januar schneit. Komisch ist es irgendwie schon. Also ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber in Hamburg war auf jeden Fall die ganze Weihnachtszeit irgendwie überhaupt nicht weihnachtlich. Solche Tage, die fehlten, also wo mal richtig Schnee runterkam, das hat wirklich komplett gefehlt. Also so ein bisschen kalte Tage. Ah, schon wieder 2 Euro für die Kasse, sehe ich gerade. Wobei ich glaube, muss ich mal Remo fragen, ich glaube fast, dass wir den Zähler bei jedem Stream zurücksetzen sollten. Oder? Dass man quasi immer wieder bei Null anfängt. Sonst ist das ja irgendwie verwirrend. Und ich weiß gar nicht, was ich in die Kasse tun muss. Braddock fragt, ob es in der Geschichte des Hafens mal vorgekommen ist, dass er zugefroren war. Ja, das gab es. Ich habe das sogar schon selber erlebt. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Aber Eis auf der Elbe, das kommt durchaus vor. Wird dann natürlich freigeräumt, kommen Eisbrecher, machen zumindest das Fahrwasser auf. Aber das sieht schon echt toll aus. Also wenn hier Eis auf der Elbe ist, das wäre echt, also wenn wir das kriegen würden, ich glaube, das wäre auch von hier oben richtig cool. Ja, Remus hat auch Zähler resetten. Okay, das muss ich so programmieren, dass der Zähler sich immer quasi einmal am Tag resettet. Ich weiß gar nicht, wann das war, dass das letzte Mal zugefroren war. Das muss so 2008, 2009 gewesen sein. 2008, 2009. Genau kann ich es leider nicht mehr sagen.
Jürgen Schwarzbart. Dankeschön. 5 verschenkte Subs auf Twitch. Und Bernhard. Jetzt wieder auf dem Fischmarkt dabei. Danke dir. Ja, Andi Schnitzler meint, fließende Gewässer frieren nicht zu, oder dachte er zumindest. Ja, das dauert sicherlich länger als bei einem stehenden Gewässer, aber am Ende ist es natürlich alles nur eine Frage der Temperatur. Muss halt kalt genug werden. Mermaid soll 21:57 Uhr rausgehen. Ja, das könnte ein bisschen spät sein. Ach, und die Skalar kommt dann. Die soll dann dahin. Anni hat mal die Alster-Eisvergnügen rausgeguckt. Ja, Anni, Alster-Eisvergnügen auch cool. Allerdings meinte ich jetzt wirklich die Elbe. Dass da wirklich Eis drauf war. Wobei das natürlich schon einen gewissen Zusammenhang hat. Also wenn Alster Eisvergnügen ist und die Alster wirklich so zugefroren ist, dass das Eis stark genug ist, dass da drauf gefeiert werden kann, dann könnten die Temperaturen auch irgendwann tief genug sein, dass die Elbe zufriert. Wobei zufrieren ist immer relativ. Also hier ist immer Schiffsbewegung. Dass hier gar nichts mehr geht, da kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Aber es sieht halt schon cool aus, wenn hier dann die Eisschollen treiben. Und noch eine Mitgliedschaft geht raus von Oma Eva. Danke, danke, danke. Ob ich noch Kontakt zu Andrea habe? Sagen wir mal jein. Wir haben mal geschrieben, das ist ein paar Monate her. Da war er auch in Hamburg und eigentlich wollte ich da oder hatten wir überlegt, ob ich mal wieder vorbeikomme. Und dann musste André das aber kurzfristig absagen, weil die irgendwie Maintenance hatten oder so. Ja, und wie das dann so ist, dann haben wir wieder ein bisschen Kontakt verloren. Marcel schreibt, laut Wesselfinder soll die Nova heute um 17:30 Uhr in Hamburg sein. Marcel, für dich mal der Hinweis, die Zeit, die im Wesselfinder steht, das ist die Uhrzeit, wo das Schiff an der Lotsenstation in der Elbe sein soll. Ich kann euch das auch gleich gerne einmal zeigen. Ich habe jetzt hier auch den Rechner angeschlossen. Und kann ich vielleicht einmal draufschalten. Computer. Da haben wir den Wesselfinder. Moment, ich muss erstmal meine Benachrichtigung hier oben abschalten. So. Hoffe, jetzt sind die weg. Meine ganze private Post. So, jetzt gehen wir nochmal auf den Wesselfinder. Also, ich gehe jetzt mal raus in die Deutsche Bucht. Das hier ist ja die ganze Strecke. Also wir sind hier in Hamburg. Und das ist die ganze Fahrtstrecke, die Elbe entlang, bis irgendwann
raus auf die Nordsee. Das sind so über einen dicken Daumen gepeilt ungefähr 100 Kilometer. Und das ist eine Fahrzeit, je nachdem von 6, 7 Stunden, je nachdem von wo man misst. Und wenn wir jetzt aber mal die Aida Nova suchen, so, die haben wir da. Die ist jetzt schon in der Deutschen Bucht. Hier haben wir Helgoland, hier ist so ein Kreis und hier haben wir quasi die, in Anführungszeichen, Zufahrtsstraßen. Am Ende dieser Zufahrtsstraße hier unten, da findet ihr irgendwo ein Boot bzw. ein Schiff, das nennt sich Elbe Pilot. Hier, die sind jetzt anscheinend auf Sturmposition. Das ist das Lotsenboot bzw. das Lotsen, die Lotsenstation, die schwimmende Lotsenstation, Elbe Pilot. Normalerweise hat die ihre Position ungefähr hier am Ende, wo diese Linien alle zusammenlaufen. Wenn es aber draußen auf der Nordsee ein bisschen rauer ist, dann gehen die auf Sturmposition, kommen ein bisschen weiter rein. Und an der Stelle geht ja der Elblotse an Bord. Also da geht das erste Mal ein Lotse an Bord, von da bis nach Brunsbüttel. Und das ist die Zeit, auf die die Schiffe fahren. Also das heißt, wenn wir jetzt mal die Aida Nova nehmen hier oben, die hat hier in der Tat als Zeit 17:30 Uhr drin stehen. So, das heißt, die möchte in 2 Stunden bei dem Lotsen sein. Das ist aber, glaube ich, auch UTC-Zeit, wenn ich das richtig sehe. Oder ist das schon umgerechnet? Ich weiß es nicht ganz genau. Kann auch sein, dass das schon umgerechnet ist. Also auf jeden Fall die Zeit, die ihr hier im Vessel Finder immer seht, das ist also in den allermeisten Fällen die Zeit, wo das Schiff sich hier mit den Lotsen Elbe Pilot treffen möchte. Entweder hier oder hier. Und dann müsst ihr da natürlich nochmal, je nachdem, ich sag mal 6 bis 7 Stunden obendrauf rechnen. Das ist so ungefähr die Zeitrechnung, die ihr dort berücksichtigen müsst. Ja, UTC weiß ich jetzt nicht ganz genau, MacGame. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ob meine Anzeige schon auf lokale Zeit umgerechnet hatte. Das müsste ich nochmal nachgucken. Guck mal, Elas ist auch schon wieder unterwegs. Mit der Bettina. Oh, die sind schön durch die Welle von der Hafenfähre. Das schaukelt immer ordentlich, aber bei Kassel. Heike schreibt nochmal, 2012 gab es viel Eis auf der Elbe. Kann auch sein, dass es 2012 war. Also aus heutiger Sicht ist ja 2009 und 2012 ist ja quasi dicht beieinander. Ja, und diese ganzen Zeitangaben, die ihr da im Vessel Finder seht, die werden von der Crew immer wieder angepasst. Das kann auch sein, dass die mal vergessen, diese Zeit anzupassen. Oftmals ist es auch so, dass sie die Zeit gar nicht mehr anpassen, wenn sie jetzt auf der Elbe sind. Also das kann durchaus sein, dass sie eine Zeit eingegeben haben, wo sie beim Lotsen sein wollen. Dann ändert sich das nochmal aus irgendeinem Grund. Die müssen nochmal eine Schleife drehen, müssen nochmal warten oder sonst irgendwas. Und dann wird das vielleicht nicht geändert. Das kommt also durchaus vor, dass sie das dann nicht anpassen. Und ja, dann kommt es halt einfach zu Diskrepanzen oder es kommt halt dazu, dass man sagt, hey, irgendwie unlogisch oder das kann nicht sein oder das schaffen die niemals in der Zeit und ähnliches.
Tobi sagt, da winkt jemand. Das habe ich gar nicht gesehen, weil ich gerade auf den Chat geachtet habe. Oh, hier Rennen. Fahrgastschiff gegen Fähre. Das lässt sich die Fähre natürlich nicht nehmen. Ihr könnt das ja mal beobachten, wann die Aida Nova wirklich dann beim Lotsen ist. Oh, es wird langsam dunkler. Ich muss auch gleich mal Objektiv wechseln. Das könnte ich eigentlich jetzt mal eben machen. Dass ich mal bei der Hauptkamera das andere Objektiv drauf haue. So. So, da sind wir wieder mit der Hauptkamera. Jetzt mit etwas mehr Lichtempfindlichkeit. Die Manila Express meldet B17. Ist auch schon die ganze Zeit in der deutschen Bucht rauf und runter. Okay. Die habe ich ehrlich gesagt gar nicht beobachtet. So, jetzt bin ich wieder bei euch. Jetzt bin ich wieder da. Angel Heaven, danke dir wieder. Ist auf dem Fischmarkt-Mitglied. Fischmarkt-Mitglied, ganz genau. Jürgen fragt, ob der Telekonverter runter ist. Nee, einen Telekonverter benutze ich gar nicht. Ich benutze zwei unterschiedliche Objektive. Eins, was halt eine höhere Lichtstärke hat für Dunkelheit, dafür dann halt weniger Reichweite oder Brennweite. Puppenspieler 6,6 im 5. Monat bei Twitch. Dankeschön. Und die Rea Strickliesel mit 100 Bits. Dankeschön. Hospital fragt, ob das neue Michael Jackson Musical auch eine eigene Fähre bekommt. Also da habe ich ehrlich gesagt nichts zu gehört. Wäre aber cool. Wäre cool. Finde ich, wäre eine super Idee.
muss mal gucken, wo Tanja eigentlich ist. Die wollte ja auch noch kommen. Jetzt noch gar nichts gehört von ihr. DJ Olli meint, da macht sich eine Containerbrücke bereit. An der Mermaid, oder? Können wir gleich nochmal rüber gucken. Anthony Roberts ist auch da. Moin, Anthony. Sandra ist auch da. Torben auch. Ja, unsere Hunde, die haben alles gut überstanden, Tobi. Ist ein bisschen Ausnahmezustand. Aber das ist auch ganz komisch. Also, boah, guckt euch mal den Himmel an. Ich mach mal die Kamera ein bisschen höher. Also das ist ganz komisch. Es ist halt totaler Ausnahmezustand. Und dann, wenn alles vorbei ist und es nicht mehr knallt, dann kommt der Joe irgendwann aus dem Keller raus, kommt hochgeschossen, wild wedelnd, als ob nichts passiert ist. Und ja, der ist dann wieder, also als ob nie was gewesen wäre. Plötzlich hat er einen Schalter umgelegt, muss einfach nur ein paar Stunden ruhig sein und dann kriegt er sich wieder ein. Ganz coole Wolkenbildung, oder? Oh, endlich Terminalgeräusche. Das ist normalerweise das Geräusch, wenn eine Brücke fährt. Und es scheint diese hier zu sein, da wo unten auch das Blinklicht ist. Die wird, glaube ich, gerade nach... Ah, geht auch Licht an. Die fährt gerade im Bild nach rechts. Darüber steht die Venus, sagt Ralle. Ja, mit Astronomie kenne ich mich ehrlich gesagt so überhaupt nicht aus. Aber das hört man ganz gut, oder? Das Geräusch von der Containerbrücke. Gut zu hören, ja, super. Ja, genau, wir haben ein extra Atmo-Mikro dafür im Einsatz. Wir sind auch immer noch dabei, das ein bisschen auszubalancieren. An solchen Stellen kann man dann ganz gut hören, ob man das eventuell noch einen kleinen Tacken zurücknehmen muss. Das kann durchaus sein, dass das noch ein Tacken zu laut ist.
Panda, 14 Monate Reeperbahn. Andi Schnitzler hat das Ganze mit seinem Rauchmelder verwechselt. Ja. Oh, erasme.de. 50 € per PayPal. Ganz, ganz lieben Dank. Und er schreibt, danke für die sensationellen Bilder. Kleiner Beitrag zur Sensationellkasse. Ja. Ach, wieder 2 €. Guck mal, da hinten ist ja richtig hell. Aber Sonnenuntergang ist, glaube ich, schon durch, ne? Wann ist der aktuell, Sonnenuntergang? 16:15, 16:20 oder so? Aber ein cooler Himmel. Echt cool. Ah, 16:14 Uhr heute. Okay. Ja, sehr cool. Ich muss mal gerade noch was testen. Zwar müsst ihr mir gleich mal sagen, ob ihr Störgeräusche auf dem Mikrofon hört. Ich sag euch ab wann ungefähr. Nicht das Knistern, weil ich es jetzt anfasse. So, ab jetzt. Ob ihr jetzt irgendwelche Störgeräusche hört. Nicht das Knistern, weil ich dran rumgefummelt habe, sondern ab jetzt quasi. So. Keine Störgeräusche. Ja, das ist wunderbar. Problem ist nämlich, ich habe jetzt noch mal ältere Mikros rausgekramt, die die wir einfach noch mal testen, aber da sind die Akkus nicht mehr so dolle. Aber bevor ich da irgendwas neu kaufe, wollte ich erstmal testen, ob die überhaupt was taugen. Gucken, nicht, dass Tanja jetzt schon irgendwie angerufen hat, hier vor der Tür steht und ich das nicht mitbekomme. Nee.
ist einfach schön, wenn die Sonne langsam untergeht. Also jetzt gerade so diese Übergangszeit. Bisschen Restlicht noch im Himmel, aber schon viel Beleuchtung an. Was Sebastian Kolze schreibt, Otto Sverdrup legt ab. Fährt die schon los, Sebastian? Nein. Ah, okay. Dann ging es um irgendwas anderes. Ah, war eine Frage im Chat. Alles klar. Ja, morgen Abend Aida Nova und Queen Victoria. Rea Strickliesel fragt, ob da Frachtschiffe liegen. Ja, also es ist eigentlich alles hauptsächlich Frachtschiffe, ne? Also alles hier, wo auch so ein Kran an Land steht, also die ganzen Container-Ladebrücken, das sind alles Containerterminals und da siehst du natürlich auch überall Frachtschiffe. Wenn man hier mal so rüber geht, da sieht man die ganzen Terminals im Hintergrund, das sind Burchard-Kai und Eurogate und dann haben wir hier diesen Pegelturm, da ist eine Einfahrt, das ist der Kühlbrand und da geht es unter der Kühlbrandbrücke durch. Hinten zum Containerterminal Altenwerder. Was du da im Hintergrund, das sind alles noch Waltershof mit Burchard Kai und Eurogate. Ziemlich lang, der Kai. Ja, und dann, wenn man dann weiter hier nach links rüber schwenkt, da ist dann Containerterminal, toller Ort. Das ist das, wo wir direkt drauf gucken hier. Alles Frachtschiffe. Big Panda, seit 14 Monaten dabei auf der Reeperbahn. Danke dir. Und Altronic Video Art Berlin, seit 18 Monaten auf dem Fischmarkt. Ganz lieben Dank auch an dich. Daimos 1871. Ist im 5. Monat ein Twitch-Sub dabei. Danke dir. Da hat einer gehupt. Und Uwe Kinner jetzt auch auf dem Fischmarkt. Willkommen, Uwe. Dann haben wir noch die Schwester auf Prime im 5. Monat dabei. Nee, auf Twitch mit einem Prime-Sub, so rum. Ich habe natürlich mein Rotlicht an hier oben. Ich weiß gar nicht, ob die Kamera jetzt hier, wahrscheinlich ist es jetzt fokustechnisch gerade wieder eine Katastrophe. Ja. Aber ihr seht, rot. Ich weiß gar nicht, ob das reicht. Die mag wieder nicht fokussieren. Ich muss die mal
fix einstellen. Bei dem Licht läuft das nicht so gut. So. Gucken, ob das besser geht. Jetzt ist scharf, ne? Zumindest so halbwegs. Also, Rotlicht ist an. Und jetzt habe ich das Bild auch mal nicht ganz so weitwinklig gemacht. Das war ja wirklich sehr weitwinklig. Und da waren Tanja und ich beim letzten Mal dann nur ganz winzig klein drauf. Oh, die zweite Kamera, die hat langsam etwas Lichtprobleme. So, mal gucken. Das sieht doch besser aus, oder? Bei der zweiten. Viel besser sieht das aus. Oh. Ja, Andi, dunkelblaue Stunde. Saftrad ist mit einem Prime-Sub jetzt dabei. Ganz lieben Dank für deine Unterstützung. Je anders schreibt, moin Paddy, habe heute Geburtstag und das beste Geschenk ist Hamburg Hafen Live. Auch das ist aber lieb von dir. Das ist ja richtig lieb. Da sage ich natürlich herzlichen Glückwunsch und können wir auch mal wieder ein Geburtstagshorn raushauen. Happy Birthday!
Jo, da ist der Kran auch schon im Einsatz, der eben versetzt wurde. Jo, Brunsbüttel, das habe ich auch gehört heute. Da ist wieder eine Schleuse nicht in Betrieb. Gab wohl wieder einen Unfall. Böse Zungen könnten jetzt sagen, das sind sie ja gewohnt, die wissen mit der Situation umzugehen. Tim fragt, ob man den Beluga sieht. Nee, von hier aus schwierig. Ich bin zu weit weg. Also man sieht ihn vielleicht, aber dann ist das echt nur ein kleiner Punkt. Ach, das ist doch auch schön, wenn so ein Stream mal so ein bisschen entspannter ist, oder? Wenn nicht die ganze Zeit Action ist und Attacke. Ich mag das. Wenn ich mich auch mal etwas zurücklehnen kann, mal einen Blick mit in den Chat werfen. Aber ich muss gestehen, also es wird auch hier kalt am Fenster. Ist zwar windgeschützt, aber darf man nicht unterschätzen. Ja, genau, Garfield. Ein Chill-Stream. Ein Chill-Stream. Und die Eierpfeile ist jetzt im 2. Monat dabei mit einem Prime-Sub. Ach Mensch, das ist klasse, dass ihr uns so unterstützt. Also an der Stelle auch mal vielleicht so eine kleine, ja, ich will jetzt nicht sagen Ankündigung, aber eine kleine Überlegung. Also wir sind gerade so ein bisschen am Schauen. Wir möchten gerne in Zukunft, so in naher Zukunft, wollen wir gerne noch mal so ein bisschen mehr tun für diejenigen, die uns also auch irgendwie regelmäßig mit einer Mitgliedschaft auf YouTube oder mit einem Sub auf Twitch unterstützen und sind da gerade so ein bisschen am gucken, was man da machen kann. Und das kann sein, dass wir in Zukunft vielleicht ja dann einfach so Streams machen, so ähnlich wie diese jetzt hier, wo es gar nicht irgendwie so ein spezielles großes Ereignis gibt oder so, wo wir dann sagen, okay, die machen wir dann als Bonus für diejenigen, die uns also hier regelmäßig unterstützen, dann einfach nochmal so eine kleinere Runde, ein bisschen intimer und dann halt so als Bonus und als Dankeschön, denn ja, muss man halt ganz ehrlich auch sagen, diejenigen, die also wirklich hier eine Mitgliedschaft oder einen Sub abschließen, das ist für uns schon ein unheimlich wichtiger Punkt. Und da wir jetzt natürlich auch in den letzten Monaten so ein bisschen hier die Kosten in die Höhe getrieben haben, wollen wir damit dann einfach Danke sagen und ja, denen dann, die quasi regelmäßig dabei sind, dann auch nochmal so ein kleines Goodie bieten. Ja, wir haben natürlich eine Heizung. Dietmar fragt, ob wir keine Heizung haben. Doch, wir haben eine, aber so eine Heizung und ein offenes Fenster, das ist natürlich auch, ich check die gerade mal, das ist natürlich auch von der Effizienz her ziemlich übel. Also es ist keine gute Idee, die Heizung die ganze Zeit auf volle Pulle laufen zu lassen, während man die Fenster offen hat. Big Kai lässt auch noch mal 100 Bits da. Dankeschön. Ja, mach dir warme Gedanken.
Ja, Niki, Dankeschön. Ja, klar, ich weiß natürlich, dass sowas dann auch zu Diskussionen führt. Das ist mir durchaus bewusst. Und da fühlen sich natürlich diejenigen dann in irgendeiner Form ausgeschlossen, die halt keine Mitgliedschaft haben, was auch immer der Grund dafür ist. Deshalb hadern wir mit der ganzen Geschichte auch etwas. Auf der anderen Seite sagen wir, wer halt viel Unterstützung dalässt, warum soll der nicht auch etwas on top bekommen? Also warum soll halt für denjenigen, der nicht unterstützt, warum soll der genau das Gleiche bekommen wie derjenige, der monatlich Geld dalässt? Also ihr seht, das ist keine einfache Geschichte. Deshalb werden wir das, wenn, auch nur, oder wenn, dann machen wir das halt punktuell mit einigen einzelnen Streams. Ja, Schiffegucker. Wir brauchen eine Katzenklappe fürs Fenster, wo wir dann nur das Objektiv durchschieben können, ne? Reik sagt, ein Stream direkt vom Containerterminal wäre auch mal interessant. Reik, das ist leider nicht ganz so einfach. Denn ja, also die Hala, da haben wir schon mal angefragt, die sind da noch nicht so ganz überzeugt von. Also da brauchen wir auf jeden Fall eine Genehmigung. Also es ist nicht ganz so easy. Ja, Brigitte sagt, vielleicht ist es allen nicht finanziell möglich. Das ist richtig, Brigitte. Das ist auch eine Überlegung oder ist auch ein Argument, das ich durchaus in Erwägung gezogen habe, dass es Menschen gibt, die sich das vielleicht nicht leisten können. Aber es ist halt so, wir müssen auch von irgendetwas leben. Und irgendwo muss das Geld herkommen. Und es ist halt, also ganz Hamburg Hafen Live stützt sich zu einem Großteil auf freiwillige Spenden und Unterstützung. Und insofern, ja, was willst du machen? Ja, also wenn jetzt jeder sagt, ich krieg's ja umsonst und ich lasse kein Geld da, würde das heißen, dass es irgendwann Hamburg Hafen Live nicht mehr gibt. Also die Überlegungen können da in alle Richtungen gehen und es gibt in jede Richtung ein Pro-Argument und ein Gegenargument. Sieht aber echt noch richtig cool aus. Richtig schön. Mike lässt nochmal 2,49 da. Mike, ganz lieben Dank dafür. Dann Carmen ist jetzt auf dem Fischmarkt-Mitglied. Danke, Carmen. Und Tapsi. Hallo Tapsi. Moin. Verschenkt eine Mitgliedschaft. Rita. Rita bekommt. Markus hat noch eine Mitgliedschaft verschenkt. Rita hat sie bekommen. Danke dir, Markus. Und der Jürgen ist jetzt Fischmarkt-Mitglied. Dankeschön. Mirko schreibt hier gerade, bei Jasper darf man nicht fotografieren. Das ist richtig. Also ich habe jetzt den Anfang nicht mitbekommen, aber ihr sprecht bestimmt über diese Terminalfahrten von Jasper. Tour der Giganten heißt die, glaube ich. Wo ja unter anderem auch die Britta teilweise aktiv ist, von Brittas Hafen-Podcast. Und da darf man in der Tat nicht fotografieren. So,
Und hier geht, glaube ich, gerade noch eine Containerbrücke runter, wenn ich das richtig sehe. Ja, der Miepelschubser sagt es auch, es sollen ab und an solche Chill-Streams sein. Also die, ich sag mal, die großen Events hier mit den großen Schiffen, die ein- und auslaufen, das wollen wir weiterhin natürlich für alle öffentlich machen. Es soll halt so ein Goodie sein für diejenigen, die sagen, ich unterstütze den Kanal. Da wollen wir halt einfach eine Form finden, Danke zu sagen, möchten aber versuchen, da das richtige Augenmaß anzuwenden, dass sich jetzt auch keiner irgendwie ausgeschlossen fühlt. Also wir hoffen, dass da dann auch bei denen Verständnis ist, die sagen, hey, finde ich zwar toll, aber aus dem und dem Grund kann ich mir monatlich nicht leisten oder möchte ich mir nicht leisten, den Kanal zu unterstützen. Bernhard, ganz lieben Dank, 5 € Superchat. Aber wie gesagt, das Thema ist noch nicht zu Ende gedacht. Müssen wir schauen, wie wir das machen. Und, ihr kennt mich ja, es geht ruckzuck und ich ändere meine Meinung. Also es kann durchaus sein, dass alles, was ich heute gesagt habe, morgen schon wieder hinfällig ist. Ja, Bernhard, danke für die 5 € und Mosquito mit einem Prime-Sub dabei. Dankeschön. Anthony Roberts. Tony, my friend, from Washu. How do you pronounce it? Washugal? Washugal? Oh Gott, wie spricht man das aus? Washugal. Tony, thanks a lot. 25 €. Thanks for your donation. Tanja ist da, ich soll die Tür aufmachen. Okay, Moment. Gut, dass ihr es schreibt. Ich komme gleich wieder. Schon ein bisschen frisch hier. Ja, und Tanja kommt nicht alleine, sondern sie bringt auch gleich Schwester Hansen mit. Teilt ihr euch ein Mikro? Ja. Ich hab Mikro am Stiel für euch. Mikro am Stiel. Das ist ja geil. Guck mal hier. Mit den Stühlen. Hast du hier so einen Stiel drin? Das ist ja wie bei DSDS. Du kannst in das Mikro reinsingen, wenn du möchtest. Was soll ich denn für dich singen heute? Ein Lied. Ich sehe nichts, wie Sie sehen. Muss mich hier erstmal platzieren. Jetzt Muss mich erstmal umgucken. Vielleicht muss ich hier doch mal das Bild etwas größer machen. Weil, kannst du dich mal kurz da vorne hinstellen, damit ich mal die Kamera fokussieren kann? Ja, genau. Kann man mich denn hören schon? Man kann dich schon hören, ja? Kann ich ja schon mal singen für euch, ne? Du kannst auch schon mal singen. Nee, für dich singe ich heute mal. Ja. Guck mal hier, da sind wir. Da auf der Kamera. Schwester Hansen. Mit dem Reportermikrofon. Das ist ein bisschen geil, ne? Ja. Wann haben wir denn so ein Mikro am Stiel? Sieht aus wie so ein Malerpinsel.
Ja, bisschen Pinsel. Ja, weil ihr euch Pinsel. das teilen müsst. Guck mal, wie er schon wieder guckt, was ich hier in der Hand habe. Was hast du denn da? Das sieht nach Essen aus. Schokolade. Lindschokolade. Ist das Das ist von Andi. Von Andi. Ja, Und Anja muss das jetzt Du schon. musst das Mikro immer daran Anja halten. musste das jetzt schon auf dem Weg essen. ja, und es war sensationell lecker. Vielen, vielen Dank. Möchtest du eins? Ja. Willst du auch Ja, eins? Natürlich. Entschuldigung, aber Ich der verstehe die chillige Frage Stream ist vorbei. We have a dream, music is alive. Ja. We had a hope, music will survive. We take the chance. Ich muss jetzt Schokolade essen. Aus dem Blumentopf gewinnst du damit aber auch nicht, ne? Nein. So, was sagst du denn jetzt schon, Dora? Anja ist mir Du, das das erste Mal ist- da. Ich find's mega. Ich muss jetzt mal gucken, was hier los ist. Oh, alle Zuschauer weg. Oh, weil ich gesungen habe wahrscheinlich. Alle weg. Herrlich. Der echte Garfield. Danke dir im 2. Monat mit dem Prime-Sub dabei. Und ja, Andi, der Sattelschlepper, hat es auch noch mal geschrieben. Lass mal die Tanja rein. Dankeschön, dass ihr mich erinnert habt. Ich habe es nämlich nicht gesehen, dass ihr vor der Tür stand. Und die Klingel hört man hier hinten nicht. Enrico Gläser, 5 Euro Superchat. Danke dir. Hamburg Hafen Live oder Fluggesellschaft. Beides super. Dann der Reik. Jetzt auf dem Fischmarkt dabei. Reik, ganz lieben Dank. Hansi, Beitrag für eine Familienpackung Fischstäbchen. Ja, die nehmen wir gerne. Die nehmen wir gerne. Und Andi, der Sattelschlepper, nochmal mit 5 Schweizer Franken. Er fordert das Tüdelwandlied. Ja, er fordert das immer, ne? Er fordert das immer, ja. Das habe ich gerade nicht, gerade in meinem, auf meiner Festplatte quasi. Aber ich musste auch gerade Schokolade essen. Nochmal vielen Dank, das ist sensationell lecker. Die Schokolade ist lecker. Ja, ne? lecker, danke, lecker, lecker. Andi. Danke, Andi. Thomas, herzlich willkommen. Ein neues Fischmarktmitglied. Und Hansi schreibt noch mal 2,49 und sagt, ey, Schwester Hansen ist da. Ja. Und der Hessenblitz lässt auch noch mal 10 Euro Superchat da. Komm, da hauen wir doch noch mal ein kleines Dankeschön-Horn raus. Ja. Wir haben ja eben schon Schreck gekriegt, weil wir gedacht haben, jetzt fährt die Autosphäre ohne uns los, ne? Weil Sebastian irgendwie was geschrieben hat Ja. von wegen. Ja, aber der hatte nur auf eine Frage im Chat reagiert und mir fehlte Die Hälfte. die Hälfte. Okay. Wie immer. Okay. Und Andi Schnitzler sagt, du hast extra die Klingel abgestellt, weil er wusste, dass wir kommen, natürlich. Nein. Der wollte hier schön seine Ruhe haben mit Das euch. glaube ich allerdings auch. Petra fragt, ist das Schiff schon da? Das Schiff ist schon da, aber es ist noch nicht abgefahren. Also wir warten darauf, dass die Otto Sverdrup abfährt. Beziehungsweise heute der Stream ist, sag ich mal, so ein bisschen chillig. Wir wollten einfach mal so ein bisschen hier aufs Wasser gucken. Erster Stream im neuen Jahr und unter anderem geht halt die Otto Sverdrup raus. Die seht ihr da hinten im Hintergrund. Relativ kleines Kreuzfahrtschiff, klein und fein. Und wir dachten uns, da es jetzt nicht ganz so, ja, da es nicht ganz so wuselig ist, können wir ein bisschen Chat lesen, Hat er was von ruhig gesagt? bis Schwester Hansen kam. Aber da wusste er noch nicht, dass wir kommen, ne? Da wusste ich noch nicht, dass... Weißt du, der hat sich auch schon so gedacht, ja, Paddy, du fahr ich schon ins Büro, setze mich hier hin, chatte so ein bisschen schön, nett mit der Community, hab einen schönen Blick. Bin So. ganz entspannt. Und dann kam alles anders. Alles kam ganz anders. Brigitte, danke schön für 2 Euro Superchat. Und Jürgen, 2 Euro mehr Schokel für Schwester Hansen. Oh, hier, und der Kölner Kai wird frech. Ja, Der zahlt sogar 2 Euro, damit du Singverbot bekommst. guck mal. Einfach gar nicht mehr singen. Ja, das ist nicht schlimm. Ich singe weiter in meiner Dusche. Danke, Kai. Danke. Und Andi schickt nochmal 5 Schweizer Franken, sagt, die Schoki habt ihr euch redlich verdient. Vielen, vielen Dank. Da war eben auch Auch sensationell lecker. eine Frage nach Mitgliedschaften. Hast du da nicht, kannst du das mal raushauen?
Wir haben so ein Kürzel. Vielleicht können unsere Moderatoren mal schauen. Mitglied oder Mitgliedschaft heißt das. Der Befehl. Da ist nochmal eine Info zu den Mitgliedschaften. Der Whiskyhase spendiert 5 €. Zu Fischstäbchen fehlen noch die Pommes als Beilage. Das geht schon wieder nochmal. Auf Fischstäbchen hätte ich jetzt auch Bock drauf. Aber nicht mit Pommes, sondern mit Kartoffelpü. Fischstäbchen mit Pü. Ich habe gerade gegessen, deswegen ich übergebe dir alles. Also wenn ich was Leckeres finde, bringe ich es dir. Ich meine, unten gibt es Pizza. Ist ja auch mal selten, weil wir so keinen Hunger haben. Nee, das stimmt. Unter uns ist eine Pizzeria, ja, das stimmt. Enrico verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Danke, Enrico. Dankeschön. Und der Bodo ist jetzt auf dem Fischmarkt, ein neues Mitglied. Bodo, ganz lieben Dank dafür. Der Bildermann mit einem Prime-Sub auf Twitch dabei. Danke dir. Und Andreas aus OWL lässt 20 € da per PayPal. Schreibt Hallo zusammen. Erstmal wünsche ich allen ein schönes, gutes neues Jahr. Und besonders möchte ich mich noch für den Silvesterstream bedanken. Die Zuschauerzahlen waren mit maximal 13.500 sensationell. Es waren sogar noch mehr. Also auf YouTube waren es, glaube ich, 13.900 irgendwas und dann noch Twitch dazu. Also wir hatten irgendwie über 15.000. Dann sagen wir mal, Andreas, vielen Dank. Dankeschön. Absolut. Und der Jens ist ein neues Fischmarkt-Mitglied. Dankeschön. So, jetzt überlasse ich euch mal den Chat. Ja, was. dann hole ich aber erstmal mein sensationelles Phone. Hast du deinen Laptop auch dabei? Das war jetzt ganz spontan. Und da kann ich nicht spontan alles einpacken, weil ich musste mich ja selber einpacken lassen. Ich habe auch, erstmal ein Stück Schokolade. Wo hast du die Schokolade? weiß ich nicht, du musst, irgendwo liegt sie. Und da ist jetzt aber gut was los hier beim Laden und Löschen. Da muss man die Kamera gar nicht so viel durch die Gegend schwenken. Guck mal, du kriegst ja schon vom Kugelblitz 2 € als Gage. Das finde ich super. Gesangsgage. Ja! Jetzt stehen aber die 2 € vom Gegen- Kölner Kai gegen die 2 Ja, das ist ein € bisschen schwierig. Da müssen vom wir jetzt mal irgendwie Kugelblitz. so ein... Die gleichen sich aus. müssen wir mal gucken, ob wir das mal irgendwie... Kommt denn irgendwie noch irgendwas außer die Autosphäre? Ich habe das für ein Nee, also ich könnte natürlich mal einen Blick auf den Wesselfinder gucken. Ich war ja schon wieder heute so viel unterwegs. Ich habe irgendwie nichts mitbekommen. Ist dein Ton noch an? Also, ich kann ja mal hier den Wesselfinder anschmeißen. Und dann können wir uns mal einen Überblick über die Lage verschaffen. Also wir stehen ja hier. Da ist die Otto Sverdrup, da gucken wir drauf. Hier. Dann gucken wir außerdem auf die CMA CGM Mermaid und auf die Acacia. Und wir sitzen ja hier, große Elbstraße, also hier so in dem Bereich. Also jetzt können wir mal gucken, ob hier hinten irgendwas ist. Was ist denn das hier? Ach, die ist da an den Pfählen festgemacht. Die fährt gar nicht. Nee, also hier ist gar nichts in dem Bereich. Nichts, was fährt. Jetzt können wir mal gucken, ob aus dem Kühlbrand noch jemand kommt. Da ist aber gerade jemand hin abgebogen, die Arklow Mill. Können wir mal schauen, ob hier unten One Triton wäre dann noch. Ich glaube aber nicht, dass die heute rausgeht. Und dann haben wir hier die Ever Apex, Eugen Meers, HMM Kopenhagen. Die würden wir aber eh nur ganz klein sehen.
Und auch Maersk Bartour ist auch gerade raus. Sie lag auch hier am Eurogate. Ja, also hier ist nicht viel los und hier kommt auch nicht viel. Also insofern etwas überschaubar. Naja, dafür sind wir ja heute da, ne? Ja. Oder? Also Hexe fragt auch, ob das Bild ein 4K-Bild ist, weil sie sagt, das ist so sensationell. Und ich muss auch dazu gestehen, eben im Auto habe ich auf dem Handy geguckt, das war wirklich so eine gute Bildqualität. Hast du irgendwas gemacht? Das haben wir doch schon seit einiger Zeit. Wir haben doch jetzt schon seit ein paar Wochen eine bessere Bildqualität. Also heute aber besonders irgendwie. Ich kann dir aber auch sagen, woran das liegt. Du hattest heute mal deine Brille auf dem Auto. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Ja, das stimmt. Würde ich mal sagen, oder? Aber es ist so gestochen scharf, das ist unfassbar. Also es ist aber kein 4K, es ist ein 1440. Ein 1440 natürlich, also ganz klare Geschichte. Technisch gesehen ist das natürlich der absolute Hammer. Für 4K fehlt uns noch ein... Minimales. Es fehlt noch ein kleiner Baustein. Habe ich doch gesagt, Ja. minimal. Genau. Frag mich, die Technikschwester. Und Guido aus dem Westerwald haut auch nochmal 2 Euro mit in den Pott. Beim Loveboot springt Schwester Hansen aus dem Fenster. Lieber nicht. Das ist so klein. Hattest du den Michael K., der auf dem Fischmarkt ist? Nee, hatte ich auch noch nicht. Fischmarktmitglied. Michael, herzlich willkommen. Aber dann kommt auch noch Baywatch, wenn du da raus aus dem Fenster Und guck mal, auf Twitch der Schwarzbart-Jürgen, der ist auch schon wieder am Eskalieren mit 5 Subs, die er verschenkt hat. Danke dir. Danke. Stell dir das mal vor, ich bin eine kleine Meerjungfrau und schwimme dort im Hafenbecken. Und dann kommt der Lifeguard, also mit den Tauchern und so. Und dann stell dir das mal vor, ich meine, es ist natürlich gutes Wetter, weil sonst friere ich mich ja. Also meine Füße, die frieren ja so. Aber du hast noch Neopren als Meerjungfrau. Die haben doch immer so eine coole Flosse. Ja, die habe ich ja dann auch. Ja, aber dann frierst du doch nicht. Aber bei dem Wetter, da friere ich. Also wir machen das, wenn im Sommer. Mit Flosse, Neoprenanzug und so. Und dann so Lifeguard. blondes Haar, so langes, blondes, onduliertes Haar. Und dann bin ich ganz heftig geschminkt. Auch wenn ich im Wasser bin und wieder raufkomme, dann bin ich immer noch geschminkt. Finde ich super. Ja, das würden wir dann. Das kannst du zum Hafengeburtstag als Schuheinlage machen. Direkt vom Boot aus. Direkt springe ich rein. Oh, herrlich. Und der Holgi haut auch nochmal 2 Euro raus für Nichtsingen. Dankeschön. Danke. Und der Zottelbär ist auch nochmal dabei mit 5 Euro. Und wünscht auch ein frohes neues Jahr. Das gesamte Team. Dankeschön. Ja, Susanne schreibt, der Nebel ist weg, deshalb ist das Bild so gut. Ja. Oh, das war aber auch wirklich eine Suppe. Das war wirklich eine Suppe. Captain Caro sagt mit besondere nicht toten Leichen. Wasserleichen. Aber es freut mich natürlich, dass euch auffällt, dass die Bildqualität besser geworden ist. Ja, und Wir haben ja das doch eine uns- ganze Menge geschraubt im letzten, also im November und im Dezember haben wir wirklich richtig viel getan. Weiß denn jemand, ob die Ottosphäre auch pünktlich ablegt? Hat da irgendjemand Infos? Also in meiner E-Mail stand 18 Uhr. Ich kann jetzt natürlich noch mal schauen. Tja, Postbüttel, ich würde sagen, das wird dann schwierig, ne, mit den Bildern, mit dem Kopf. 18 Uhr, also Wir sollten ja, es umsetzen. Info ist 18 Uhr. Machst du immer noch deinen Ton an? Ja, guck, guck. Hörst du schon die Fliegen husten? Ich höre oder schon was? Stimmen. Jetzt ist es vorbei mit mir. Darf ich noch mal fragen, was ist denn was da über dem Mond leuchtet? Hast du das vorhin schon gesagt? Was ist denn das für ein Stern? Irgendjemand meinte, das wäre Venus. Okay, Machen wir jetzt aus Astrologie auch? sicher. Finde ich geil. Soll ich dir mal dein Horoskop Ja, vorlesen? ja. Das, vielleicht steht da ja auch drin, dass ich dieses Jahr als Meerjungfrau wieder
aus dem Wasser steige. Aber vielleicht willst du es auch gar nicht wissen, was passiert. Hast du auch wieder recht. Also in Hamburg hat es ja tatsächlich geschneit und auf dem Weg, so die kleinen Straßen, da ist es auch echt glatt. Also ich glaube, wenn das heute noch friert, dann kann das noch eine lustige Rückfahrt werden. Also kalt ist es. Ja, Bernhard, die habe ich auch schon mal gesehen. Die kleine Nixe, wo sich alle dran schmiegen. In Kopenhagen. Ist ein bisschen niedlich, das stimmt. Guck mal, hier dreht doch schon wieder jemand eine Pirouette, oder? Was? Wo? Wer? Nee, war nur eine Kurve. Ich dachte, es wird eine Pirouette. Da hinten steht noch ein Monitor für euch irgendwo. Muss denn der Monitor in der Ecke stehen oder können wir uns den noch herholen? Wenn das mit den Kabeln langt, könnt ihr euch den auch herholen. Ach nee, das langt nicht. Darf ich hier mal die Glocke betätigen oder nicht? Die Schiffsglocke? Ja. Geh mal ein Stück zur Seite. Von mir aus. Leute, macht mal die Ohren zu ein bisschen. Runde 1. Lokalrunde. Gibt's jetzt was zu trinken? Willst du ein Stößchen? Ich habe eins mit. Ehrlich jetzt? Ja, sicher. Es ist Freitag. Ich verstehe die Frage Ja, nicht. dann halt mal das Mikro. Wie geil ist das denn? Ach, Leute, das ist ja wieder schön hier, ne? An der Waterfront. Oh, bitte wohl. Dankeschön. Ich muss ja noch fahren, also Ja, dann Oh, trinke ich Schwester für dich Hansen mit dem mit. Stößchen. Ich krieg einen Spezi. Dankeschön. ja, du musst auch noch fahren. Oliver, danke für das Lob. Herrlich, Kinder. Wie spät haben wir es denn eigentlich? Zeit, dass du dich besserst. 17:35. Ich soll mich bessern. 17:35 Zeit, dass du dich besserst. Ja. Immer wenn jemand fragt, wie spät ist es, musst du das sagen. Ja, aber seit meiner Geburt höre ich das, dass ich mich bessern soll. Bis jetzt hat es aber noch nicht so wirklich viel gebracht, oder? Oh komm, er ist ein guter Junge. Bis jetzt hat es nicht wirklich was gebracht, nee. Nicht wirklich. Oh, die Louisiana Star kommt. Ihr könnt auch, wenn ihr ein bisschen zurückgeht, da seid ihr mehr im Warmen und dann könnt ihr schön auf den Monitor gucken. Aber ihr könnt natürlich auch gerne bei mir stehen. Wir wollen ja bei dir sein. Sonst können wir auch Oh, zu Hause guck mal jetzt bleiben. mit der Louisiana Star. Schönes Bild. Tom, Dankeschön. Prüsterchen. Und Sebastian ist auch wieder bei uns dabei. Willkommen bei der Speicherstadt. Guck mal, wie dicht die hier vorbeifährt, ne? Vielleicht können wir ja auch im Sommer einfach Äpfel. Dann kommen die ja relativ dicht. Dann schmeißen
sie alle an. Meinst du, da kommt jemand? Natürlich. Ach, ist schön, dass sie noch den Tannenbaum da vorne drauf haben. Das finde ich richtig klasse. Aber ich finde, es sieht jetzt nicht so hoch aus, wenn man so steht. Das stimmt. Also es sieht jetzt nicht so hoch aus, aber ich meine, wenn man das Haus sieht und ganz nach oben guckt, das ist höher. So, ich habe nichts mitbekommen. War was los? Nee, nur bei Twitch habe ich nicht geguckt. Okay, ich schaue gleich. Nö, Twitch war nichts los. Reik fragt auch nochmal, das Schaufelrad hinten ist doch fake. Ja, das ist fake, in der Tat. Hat man auch, glaube ich, gesehen. Das passte gerade von der Geschwindigkeit überhaupt nicht in der Drehung. Allerdings haben wir noch die Queen. Mississippi Queen, auch ein Schaufelraddampfer. Und da ist das Schaufelrad tatsächlich mit Teil des Antriebs. Also nicht nur, aber Teil davon. Also da wird das Schaufelrad aktiv genutzt. Die heißt nur Queen, ne? Nicht Mississippi Queen. Nur Queen heißt das Schiff. So, Prösterchen. Österchen. Davon nehme ich auch mal einen Schluck. Gerne. Gerne, mein Schatz. Ich würde auch noch eine Runde Schokolade ausgeben, wenn ihr wollt. Nö, jetzt nicht zum Stößchen. Das passt nicht, aber später vielleicht. Das ist nämlich richtig lecker. So, gucken wir noch ein bisschen Frachtschiffen zu, bis es losgeht mit der Otto Sverdrup. Und Arthur ist jetzt auch bei uns auf dem Fischmarkt. Willkommen. Willkommen. Arthur. Moin. Otto Sverdrup wäre übrigens unser Schiff. Also nicht preistechnisch, aber vom Dresscode her. Ach, wirklich? Ja, ja, Ganz da kann so man schön mit in Jogginghose. mit Jogginghose kann man da. Ach, was? Also habe ich mir sagen lassen, ob das jetzt so ist, ganz genau. Und das ist ja genau das Richtige eigentlich für uns, ne? Schön so. Uns mal. Das wäre super, ne? Jo. Ah, es gibt ja auch Jogging und Jogging. Also es ist ja, ne? Die Maritime Circle Line. Das sind die einzigen, die, glaube ich, auch zumindest im Sommer hinten beim Hafenmuseum halten, falls man dahin möchte. Aber ist doch ganz klarer Himmel, ne? Ja. Also das Schöne ist, dass man sich hinsetzen kann. Du musst hier mal mit dem Mikro ein bisschen dichter kommen. Willst du stehen oder willst du auch sitzen? Ja, ich weiß nicht, liegt noch was drauf? Da liegt nur noch eine Gabel und eine Pofferbank. Komm her zu mir. Ja. Nee, hier kann man doch schön entspannt Finde ich super. Also, sitzen und streamen.
Oh, Ja, es ist echt nicht so kalt, ne? Nee. Das ist das Gute. Und vor allen Dingen nicht windig. Du bist vor Nässe geschützt. Also das macht schon ganz viel aus hier. Guck mal, Mo schreibt, macht sein Neuer auch Sport, Liegestützen. Liegen klappt schon. Das mit dem Stützen aber noch ein bisschen verschoben. Oh, das kommt noch. Das kommt noch. Die Frage ist, wie weit er das Genau verschoben. mein Humor. Und Detlef schreibt, dass er mit der Sverdrup schon mitgefahren ist, als sie noch Finnmarken hieß. Tolles, gemütliches Schiff. Weißt du dann auch, wo die hinfährt heute? Ich kann mal gerade nachgucken. Und Nach Norwegen, Stavanger. Stavanger. Aber Norwegen ist ja Spricht immer ganz man schön, ne? das Stavanger aus? Oder? Ja, ich würde das jetzt auch Ja. so aussprechen. Ja. Kommt hin, Also oder? Norwegen muss auch wirklich sehr, sehr schön sein. Ich habe gerade vor ein paar Tagen so eine Reportage gesehen. Das war wirklich, Norwegen wäre auch, glaube ich, so mein favorisiertes Ziel. also Aber da wirklich, wird's jetzt so früh dunkel, ne? macht ja nichts, nimm uns eine Lampe mit. Muss ja nicht jetzt sein. Aber schon schön, also das war schon wirklich, und nicht so viele Menschen, das mag ich gerne. Und dann so ein bisschen Fjorde fahren. Hätte ich schon Bock drauf. Also ich glaube, das wäre was. Ja. Norwegen würde mir, glaube ich, gefallen. Und der Björn fragt nochmal, wie es unserem Hund geht, der Scampi. Ja, der geht's eigentlich besser. Der hat ja einen Kreuzbandriss, aber das hat sich so weit eigentlich ganz wieder, oder ist wieder ganz gut geworden. Es sei denn, sie dreht wieder durch und ist so wild, dann man muss echt aufpassen. Ist zwar schon 15 oder wird jetzt sogar schon 16 dieses Jahr, aber das interessiert sie nicht. Und Regina hat 30 € überwiesen, ganz lieben Dank. Oh, Regina, danke schön. Ein Neujahrsbonus. Braddock fragt, ob er für die vorderen Container die Brücke wechselt oder ob er die mit einer erreichen kann. Also die können natürlich mit einer Brücke alle Container theoretisch erreichen, aber es sind halt einfach 2 im Einsatz, damit das Ganze schneller geht. Aber bei dem kleinen Schiff können die mit einer Containerbrücke jeden Container erreichen. Also da ist das überhaupt kein Thema. Gucken, ob wir noch mal ein bisschen näher rankommen. Wenn man noch mal Das das ein oder andere Detail sieht. So. Ich muss mir das auch gleich nochmal angucken mit seiner, Ja, im Hellen musst du dir das mal angucken. mit seiner Genau. Geschichte. Ich muss jetzt erstmal gucken, ob ich euch hier nicht den Monitor irgendwie hinmachen kann, damit ihr auch seht, was eigentlich abgeht im Stream. Ja, wir können ja rausgucken, ne? Naja, wir haben das ja klein hier. Und du erzählst das so schön, das ist ja quasi... Braucht ihr nicht? Nein, mach mal keinen Umstand hier. Ich mache Wir sind ganz muckelig hier mit Ich gebe mir hier Mühe Ja, mit einem total. extra Monitor für Gäste, damit die das Streambild sehen. Wir sind ja keine Gäste. Ihr seid Inventar. Wir sind Genau. Wir sind deine Angestellten. Prost, mein Junge. Ja, ne? Prost! Prost. Oh, herrlich, wie es klickelt. Und Honda hat eine Mitgliedschaft verschenkt. Vielen, vielen Dank. Und der Partyboy. Der Name ist Programm, würde ich sagen, Ja, oder? der hat's Willkommen. bekommen. Also Norwegen war ich auch noch nicht. Bis Schweden habe ich es geschafft. Du auch, ne? Schweden. Aber höher noch nicht. Also Ja, aber Schweden war auch schon sehr, 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 sehr schön,
muss ich auch sagen. Also hat mir sehr, vor allen Dingen das Essen, ne? Also das ist ja, das war mir immer ganz weit vorne dann. Felix fragt, wann das Schiff losfährt. Ja, geplant ist 18 Uhr. Ich kann natürlich noch mal rüberschwenken. Ich glaube, da hinten sind auch schon die Festmacher zugange. Die ist echt süß, die Otto Sverdrup von hier aus. Ist echt niedlich. Also wenn man das mal vergleicht mit den größeren Schiffen, Wahnsinn. Mosquito fragt nach einem Link über Kameras und Objektive. Wir haben so einen Link. Vielleicht... Ach, Remo ist schon dabei. Remo haut es schon raus. Und Jürgen fragt, ob Hamburg Hafen Live einen USA-Trip geplant hat. Ja, frage ich auch mal für einen Freund hier. Also sagen wir mal nicht konkret, aber irgendwie so der Gedanke ist da, das mal zu machen. Aber es ist nicht in keinster Weise konkret. Also Sebastian hat nochmal eine Mitgliedschaft verschenkt und das Küstenfoto hat es bekommen. Erstmal vielen Dank für die verschenkte Mitgliedschaft und viel Spaß dem Küstenfoto. Hast du auch den Honda, unseren Mario, der hat auch noch eine Mitgliedschaft verschenkt. Das hab ich schon gehabt. Danke dir, Honda. Ja, ich wollte ja mal gerne, oder hatte mal die Idee, vielleicht im Winter mal nach Miami zu fliegen. Das ist ja einer der größten Kreuzfahrthäfen. Das stimmt, da kann ich mich noch dran erinnern. Aber jetzt habe ich letztens auch mal hier mit dem Anthony geschrieben. Der wohnt ja in Washington, also Staat Washington. Und der hat mir, also da habe ich mal ein bisschen geguckt, das ist am Colorado River. Das wäre eigentlich auch mal ein Besuch wert. Also hätte ich auch mal richtig Bock drauf. Du, alles kann, nix muss. Brauchst du noch eine Assistentin? Ja, brauchst du eigentlich noch eine Assistentin? Anja fragt für eine Freundin. I speak so very good English because my English is not the yellow from the egg. Because it goes. You know what I mean, ne, sister? Ich habe ja gestern oder vorgestern habe ich diese Otto-Doku auf Amazon gesehen. Den Film, also quasi Dokumentation über Ottos Leben. Und das ist einfach so komisch, über was wir früher gelacht haben. Ja. Und von dem kommt ja auch dieses English for Runaways. Ja. Englisch für Fortgeschritten. Und das Ja. ist einfach so genial, einfach nochmal zu sehen, über was wir früher uns völlig schlapp gelacht haben und was aber auch teilweise bis heute erhalten geblieben ist. Und gerade so dieses English for Runaways, das ist ja, ich behaupte mal, es kommt ursprünglich von ihm. Das Ja? weiß ich Und jetzt. wurde dann natürlich in gewisser Weise ausgeweitet. fortgeführt. Ja, genau. Ich glaube, die hören immer unsere Jacken, wenn die hier so zusammen. Ja, also falls ihr mal so komische Geräusche habt, das sind unsere Jacken, die miteinander kommunizieren wollen. Wir kuscheln ein bisschen zwischen. Ja, genau. Ja, wir teilen uns ja ein Mikro, deswegen müssen wir ganz dicht zusammen sein. Aber wir passen mal auf. Aber du, ich habe ja Oh, so ein hier DS. Chaos. Ja. Klein dann an groß. Von Otto. Herrlich.
Otto Waalkes, Otto Sverdrup. Nein, aber was ich zum Beispiel auch geliebt habe, waren die Otto-Bücher. Der hat ja, glaube ich, 2 Bücher rausgebracht. Otto das Buch und irgendwie Otto das zweite Buch. Habe ich geliebt. Hast du auch die Filme gesehen, also wo er in Friesland war? Und so? Also alle nicht. Der hat ja, glaube ich, das waren in Summe 6 oder 7 Filme. Ja, also ich glaube, ich habe auch nicht alle gesehen, aber... Und was mir aber überhaupt nicht bewusst war, es gab ja die Otto-Show oder Otto die Show im Fernsehen. Ja. Weißt du, wie oft die lief? Nee. Einmal im Jahr. Ach was. Also das war mir überhaupt nicht bewusst. Diese Otto-Show oder Otto die Show lief nur einmal im Jahr. Abgefahren, oder? Ja, total. Und die haben dann eine Einschaltquote von 50% gehabt. Also die haben einfach mal komplett die Straßen leer gemacht. Das ist ja wie bei uns hier, ne? Wahnsinn, oder? Ich weiß nicht, ob das später sich mal geändert hat, weil ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, so eine Show nur einmal im Jahr zu machen. Ja, vor allen Dingen, was da alles also an Vorbereitung steht, das ist ja unfassbar. Ja, oder Otto versaut Hamburg, richtig. Ich glaube, zu damaliger Zeit war das wirklich irgendwie eine coole Geschichte. Es ist wie Modern Talking. Ich meine, damals hat das auch jeder gesungen. You can win if you want. Du weißt, was ich meine. Aber mal, es outen sich mehr Leute als Otto-Fans als Modern Talking-Fans. Ja, aber zu der Zeit hat es einfach gepasst. Und ganz ehrlich, wir hatten alle unseren Fukuhila. Ja, und wir hatten alle unsere pinken Mini... Also Fukuhila hatte ich nicht, Pink vielleicht ja. Aber Also Stulpen und whatever. Also es war die Zeit. Leute, es war einfach so. Heute sieht man das natürlich mit einem ganz anderen Auge, aber damals war das einfach Kult. Und heute finde ich es auch schon wieder irgendwie obwohl Kult. Fukuhila ist wieder echt in Mode. Und da Ja. muss ich auch echt sagen, also hallo, ja, das trifft nicht so ganz meinen Geschmack. Und diese Bärte, also diese Oberlippenbärte. Guck mal, was da an Wolken von oben kommt. Oh, was ist das denn? Hast du die Nebelmaschine mit? Ja, die habe ich unten ja richtig aufgestellt. krass, ne? Unten steht sie. Jürgen Hergarten, 5 €, Superchat. Badorn, Kapitän AD, ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Oh, schau mal, und Caro. Hamburg, meine Perle, ein neues Mitglied. Vielen, vielen Dank. Danke Willkommen. dir. Also das sieht jetzt aber echt abgefahren aus. Ja, seht ihr das? Kann man das hier sehen? Ja, ja, Doch, klar. Guck mal. Ja, Hast du das gesehen, Anja? Ja, Die diese Wolken. das kommt mir schon wieder vor, wie aus dem Film. ja, aber eigentlich ist es nur, das sind jetzt die letzten 2 Minuten, bevor Hamburg wieder zum üblichen Grau in Grau übergeht. Ja, also aber jetzt sind wir live dabei, wie es dann Hamburg passiert. macht jetzt wieder Dress-Up. Ja. Ich glaube einfach, irgendjemand möchte nicht, dass du die Otto Sverdrup zeigst. Das geht jetzt richtig runter und du siehst nur noch die Rücklichter, vielleicht, wenn du Glück hast. Heike schreibt, dass er an Bord ist und um 18:30 Uhr geht es erst los. Und sie versucht, das rote Deck 7 zu finden. Sehr cool. Ja, danke für die Info. Ja, Rotlicht Ja, haben wir wie an. cool. Wir Rotlicht haben wir an. Fenster sind geöffnet. Also es gibt, glaube ich, nicht, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ne? Dass die Fenster offen sind. Doch, das Rot müsste man Das sehen. Rot müsste man eigentlich sehen. Ja, müsste man eigentlich sehen können. Und Malte ist auch da und er sagt schöne Grüße von der Schleuse in Kiel. Moin. Moin Malte, auch dir ein frohes Neues. Aber dann kann ich ja mal kurz. Hier fragt jemand, ob der Himmel brennt oder ob das Nebel ist. Nein, es ist Nebel. Oder jemand hat auch schon geschrieben, ob das Schnee ist vielleicht. Kann das? Ich gehe mal kurz. Ja, geh mal. So, jetzt könnt ihr wieder Fragen stellen. Genau. Guck mal, weißt du was, auf dem Weg geht Ja. ja mal schnell an die Schokolade. Genau. Als ob wir das nicht sehen. Alles. Nimm dir lieber 2 mit. Ein Stück Schokolade hier nehmen, wenn das so geht.
ist er weg. Jetzt könnt ihr wieder fragen, was ihr euch sonst nicht zu fragen traut. Genau. Jetzt sind die Damen vom Grill am Apparat. Absolut. Guck mal, Stefan sagt, rot sieht man aus Entfernung schlecht. Ja, vielleicht muss man dann doch nochmal die Farbe ändern, ne? Das lernt man bei der Army, hat er geschrieben. Ich finde, zur Bundeswehr hat das ja mich auch ganz gut gepasst. Ich, ne? Frau Feldwebel-Hansen. Boah, die armen Jungs, ne? Oder? Oh, ich hätte die aber ganz schön, du. Aber zu unserer Zeit so Aber nett. durften wir ja noch nicht zur Nee, Bundeswehr, ne? nee. Aber ein bisschen geil wäre das schon. Aber vielleicht gibt es ja auch Quereinsteiger. Das stimmt. Wobei, ich habe ja auch immer das Sagen, ne? Zwar nur im Röntgen, aber da habe ich das Sagen, ne? Naja, Ist ja auch schon mal was. absolut. Hier fragt jemand, ob es schneit in Hamburg. Nee, nicht Also so es hat wirklich. geschneit heute so den Tag über. Ist auch so ein bisschen liegen geblieben. Aber es kann natürlich sein, dass jetzt hier gleich noch mal irgendwas runterkommt. Wobei, doch, es schneit wirklich. Doch, Warte es mal, ich schneit. guck mal. Ja, geh mal Mit dem gucken. Mikro, Ja. guck mal raus. Aber ich sehe so ein bisschen. Ist tatsächlich, ne? Ja, es schneit wirklich, Leute. War das doch Schnee? Anthony Roberts hat uns nochmal 5 Mitgliedschaften beschert. Thank you for your support, Anthony. And wish you all the best. Thank you. Es schneit tatsächlich. Guck mal raus. Boah. Heftig. Das war doch Schnee. Das war richtig Schnee. Ja, das ist eine tatsächlich. Schneewolke. Das ist ja verrückt hier. Hören Sie mal. Wahnsinn. Hätte ja auch mal zu Weihnachten schneien können, ne? So schön mal ein bisschen Schnee. Wäre ja auch nett gewesen. Und Tommy sagt, deswegen bin ich so verstrahlt. Nee, Mignon. Also ich bin schon ziemlich gut gesichert, wenn ich da drin bin. Naja, Das- aber ein bisschen recht haben könnte er schon, ne? Ja, aber weißt du was? Es ist ja auch richtig so. Ich meine, wenn ich das alles so ernst nehmen würde, ne, dann wäre ich echt ein kaputter Mensch. Will ich ja gar nicht. Aber krass, wie sich das jetzt zuzieht hier, oder? Ja, voll. Ich sag ja schon, das ist ja schon wieder wie so Wahnsinn. in dem Film. Ich sag's jetzt nicht nochmal den Film, aber du weißt, welchen Film ich meine. Saugbagger fragt, fragt die Mädels. Hallo Mädels, ist Patti manchmal auch ein Macho? Nee, so ein Macho ist er gar nicht. Ein Matschi Nee. vielleicht, aber kein Macho. Also er ist vieles, aber das ist er nicht. Nee, also ein richtiger Macho bist Nee. du gar nicht. Nicht so richtig. Nee. Andi Borchert muss sich verabschieden. Ich muss noch shoppen gehen. Ja, du dann. Boah, Dann kaufen wir was für uns mit, Ja, ne? finde ich auch, Andi. Lebensmittel oder so schöne Sachen. Also viel Spaß, was auch immer du shoppen möchtest. Also ihr Lieben, so viel zum Thema gute Sicht. Ja, schnell ist sie weg. Hatte ich das nicht noch eben gesagt, wie schön das ist hier mit der Sicht? Ja. Ja, eben war das auch noch ganz schön. Naja, es ist immer noch schön, anders schön. Aber man sieht immer noch mehr als letztens bei der ja, Nova. also das war ja nun aber auch wirklich. Aber es sieht auch irgendwie cool aus vom Bild. Wie die da am Abladen sind und dann mit dem Schnee treiben. Alter, das hat schon was. Oh. Die Otto Sverdrup ist weg. Der Schnee treibt horizontal von rechts nach links. Guck mal, Pommes mit Mayo schreibt, es fehlen noch welche von der Crew, weil der Flieger Verspätung hatte. Deswegen eine halbe Stunde Verspätung. Hat ein Freund über Funk gehört. Da macht gleich die Otto los. Ja, dann vielen, vielen Dank für die Info. Ja, danke. Ja. Oh, wir können noch ein bisschen sabbeln, ne, hör mal. Tja, ne? Ja. Oh, stell dir mal vor, wir würden jetzt draußen stehen. Wir hätten gedacht, oh, so tolles Wetter und dann Also das wird ja immer... boah, Wahnsinn. Guck mal, Timo ist seit 11 Monaten dabei. Er meint, die erste Übernachtung rückt näher auf Deck 7.
Wir sind ja Hamburger Jungs und Derns, also wir sind da alles gewappnet, ne? Also wer Hamburg schöne Sicht haben will, der muss irgendwie mal ein bisschen zurückspulen. Ja. So eine Viertelstunde. Von einer Viertelstunde war es noch schön. Ja. Und ich fand das so toll mit dem Mond und der Venus. Das haben wir auch nicht so oft, ne? Nö. Aber das ist sozusagen Schnee von gestern, ne? Schnee von gestern, Ja. quasi. Und Andi geht auch nur zur Action mit seiner Frau und er sagt, es wird dauern. Ja, ich würde sagen, viel Spaß, ne? Torben sagt, nächste Woche hätte er auch gerne Schnee in Hamburg. Torben, kommst du wieder nach Hamburg? Das erinnert mich irgendwie an die Aktion, wo Torben dabei ist mit der, wie hieß denn das Schiff nochmal? Die Ambience? Torben, wie hieß der Dampfer nochmal? War das die Ambience? Auf jeden Fall stand ich da, habe ich mich mit Torben getroffen abends und da standen wir hier wirklich im Schnee. Ehrlich? Ja, auf vereisten Flächen und wir hatten vorher geschrieben und ich glaube, wenn Torben nicht gesagt hätte, ich fahre jetzt hin, ich gucke mir das an, dann wäre ich wahrscheinlich gar nicht losgefahren. Okay. Ja. Aber das war, guck mal, dass du dich immer noch daran erinnerst. Ja, das Also ist halt, hat auch irgendwas. das war der Schneetrigger, Ja, war der Schneeträger. der Schneetorben-Trigger. Tom R. sagt, schöner Livestream. Grüße aus Düsseldorf. Oh, danke. Dankeschön. Marco, Partyboy, ist im 5. Monat bei Twitch, aber er schreibt, toller Stream. Frohes neues Jahr in eurem neuen Office, kann man gut aushalten. Oh ja, oh ja. Und er schreibt, gab es schon mal ein euch bekanntes Szenario, dass die Elbe teilweise zugefroren ist in den letzten Jahren, wo Eisbrecher für den Schiffsverkehr zum Einsatz gekommen sind? Das Thema hatten wir vorhin schon mal, ist allerdings schon eine Weile her, ist schon eine Stunde oder so, da warst du wahrscheinlich noch nicht dabei. Ja, das gab es. Ja, Das muss so 2000, also das letzte Mal, irgendein Zuschauer hatte nachgeschaut, muss so um 2011, 2012 gewesen sein. Da hatten wir dick Eis auf der Elbe und da mussten Eisbrecher auch ein bisschen nachhelfen. Oh, guck mal hier, der Kanalsteurer Malte, Lampe schon ausprobiert. Mensch, beinahe vergessen. Soll ich mal zeigen, was wir von Malte bekommen haben? Ja. Muss ich mal gucken, ob ich hier eine Steckdose finde. Whiskyhase sagt, hoffentlich habe ich den Schneegott nicht verärgert mit meinem Gesang. Niemals. Der findet das sensationell, wenn ich hier nämlich immer singe. Guck mal, Ja. Nee, wie süß ist das denn? jetzt muss ich, halt du mal und ja, ich halt das mal. ich gehe mal mit der zweiten Kamera da drauf. Ja, das Mikro. Ja. Oder ich halte uns mal das Mikro. Ich guck mal, ob ich euch da irgendwie, oh, das ist viel zu, das sieht man gar nicht. Sieht man gar nicht. Nee, warte mal. Es leuchtet zu hell. Aber jetzt kann man so ungefähr erkennen, ein Hamburg Hafen Live Leuchtschild. Viel zu klein. Warte mal, ich komm mal mit der Kamera. Ich versuche mal. Das wäre eigentlich genau richtig für meine Küche. Ist ein bisschen sehr süß. Also absolut. Ja, das ist Nein, jetzt sehr, nicht mit dem Kamera. Wir brauchen noch eine mobile Kamera hier. So. So, Fokus. Da. Das haben wir von Malte bekommen. Das ist doch ganz cool, oder? Vielen, vielen Dank. Ein Hamburg Hafen Live Leuchtschild. Also wirklich sehr süß gemacht. Kann man nicht anders sagen. Also wenn es nicht mehr da ist und du es vermisst, dann guck mal bei Schwester Hansen in der Küche. Sehr niedlich. Tolles Ding. Hat er das selbst gebaut? Ist aus dem 3D-Drucker, glaube ich. Cool. Richtig gut. Ja, also muss man jetzt mal ehrlicherweise sagen, ihr habt aber auch immer Sachen drauf, ne?
Hexe fragt, ob wir Lieblingsrestaurants in Hamburg haben. Definitiv ja. Also es gibt ja zum Beispiel einen Österreicher, der ist Watzmann. Mögen wir sehr gerne. Ist dein Favorit? Nee, Unser Italiener Rocco ist ganz weit vorne. ist ganz weit vorne, weil das immer so nett aber auch da ist. Total. Was ist denn noch so lecker? Also mein Lieblingsrestaurant ist ja auch das Coast. Das ist auch sehr lecker. Und ich mag ja, und das müsst ihr mal, wenn ihr in Hamburg seid, dann müsst ihr einfach mal hingehen. Es gibt 2 verschiedene Restaurants, und zwar Pasta Authentica bei Jill. Da gibt es Nudeln, und es gibt einmal Jills Pizzeria. Das ist, wie heißt das nochmal, unten am Schulterblatt. Und das andere ist hier in der Neustadt. Und beides ist wirklich sehr, sehr schön. Schön und gut und auch nicht so extrem teuer, aber ein bisschen gehobener. Und was wir ja auch sehr gerne mögen, ist hier um die Ecke. Und zwar das Fischereihafen. Bei Herrn Kowalke, ne? Oh mein das Gott. ist so mondän. Und ich kann euch einen Tipp geben. Geht zum Mittagstisch. Ja. Ist echt günstig. Tolles Essen, und es ist so... Das muss man einfach lieben. Die Atmosphäre, der ist echt klasse. Ja, und es ist so, wie du schon sagst, mondän, aber so oldschool schön. So, es ist so, als wenn du da sitzt, als wenn du da keine Ahnung, wo du sitzt, aber es ist wirklich... Und dann kommt der Herr Kowalke ja mal, sagt dann guten Tag, hat es Ihnen geschmeckt. Also es ist wirklich eine tolle... Also wenn ihr hier mal seid, ihr müsst da mal zum Mittagstisch gehen. Genau, also Mittagstisch. Es ist sonst sehr... Ja, es ist schon teuer, Ja. aber Mittagstisch ist super. Also Ja. das haben wir schon echt ein paar Mal gemacht. Und lieben wir. Haben wir vorhin gerade, wir sind nämlich dran vorbeigefahren, haben wir gesagt, wir waren schon lange nicht mehr zum Mittagstisch im Fischereihafen. Ja, wobei, ich sag mal, so ein echter Kerl, der wirklich was essen will, für den ist es nichts. Ich sag mal, für uns Mädels ist es okay. Aber wieso, Patrick? Du kriegst doch da immer irgendwas. Ja. Ja, aber der braucht eine Vorsuppe und da braucht noch einen Nachtisch. Also wir geben uns ja mit dem Essen zufrieden. Naja, Aber gut. Aber es ist gut. Aber es ist wirklich eine gute Sache, bevor man jetzt Pommes isst. Guck mal hier, Malte hat geschrieben, wenn Schwester Hansen was für die Küche haben möchte, kein Problem, braucht nur das Bild mit, was sie haben möchte. Jetzt rasen aber Jetzt überlegst du erstmal überlege ich jetzt. Genau. Das ist jetzt aber ein sehr gutes Angebot. Ging es um Herr das Simon. Leuchtschild? Ja, das finde ich richtig. Also es ist auch eine tolle Größe. Also ich finde das wirklich richtig gut. Und das kann mit dem Gehirn einen Augenblick dauern. Ja, Sag das, ich euch. Das ist ja, wirklich ich habe nicht schon ganz 3, 4 Favoriten. Also entweder nehme ich mich selber. Du spinnst. Als Meerjungfrau. Stell dir mal vor, du kommst jeden Morgen in die Küche und jetzt ist da erstmal deine Fratze da beleuchtet. Du, das hat auch keiner. Die beschenken sich alle. Oh, ich kann mich wegschmeißen, Oder? das ist herrlich. Das ist aber warm hier in deiner Hütte. Ja, ne, du, das Stößchen steigt dir Ja. zu Kopf. Herrlich. Also ich finde generell auch nochmal auf die Restaurants zu kommen hier, also am Fischmarkt ist es ja richtig schön. Da gibt es so viele Sachen, die man gucken kann. Gibt es ein paar kleine Läden, aber auch viele tolle Restaurants, wo man was essen kann. Auch mal so spontan. Also ist immer, finde ich, auch wieder eine gute Adresse, ne? Absolut. Also sogar mein Vater, und der ist jetzt 84. Und das Schöne an diesem Restaurant, ich meine, das müsst ihr euch echt mal angucken. Die haben so eine riesenlange Treppe, relativ steil auch nach oben. Und jetzt haben sie ja für die älteren Herrschaften einen Treppenlift angebaut. Und das ist so geil. Und mein Vater ist ja auch immer, der probiert ja alles aus. Ne? Und dann habe ich ihn da reingesetzt und dann ist er mit dem Lift wie so ein König nach oben. Ich hätte mich wegschmeißen können. Alleine das ist schon ziemlich cool. Und die sind immer nett. Die sind einfach immer nett. Das stimmt. Hier kommen schon Vorschläge. Love Boat sollst du da drauf haben. Oh, ja, ist auch nicht schlecht. Caro fragt, ob die Queen Victoria morgen am neuen Cruise Terminal Hafen City anlegt. Das ist doch noch gar nicht fertig, oder? Also keine fragst Ahnung. du mich, ne? Oder ist es? Da fragst Also du da, mich. das wäre mir jetzt neu, aber vielleicht hat da ja jemand eine Info. Also gerne her damit. Gerne her damit.
Haben wir denn da keine Info eben drüber bekommen? Andi schreibt, wir sollen den Stream Teststream nennen. Es eskaliert mit den Mädels. Ja, Andi, was soll ich sagen? Kann passieren. Kann passieren, kann immer passieren. Er wollte ja seine Ruhe haben eigentlich heute, ne? Hat er auch nicht mit gerechnet. Aber dafür hat er Schokolade gekriegt und uns. Ja, also meine Info ist auch Altona, schreiben Sie denn jetzt jetzt noch einige. Schwester Hansen machen? Was sagt ihr? Nix. Alles gut. Schnackt ihr über mir? Nee. Nee. Ja, also Cruisegate sagt, die sollen in Altona liegen, aber wer weiß, wo solche Geschichten herkommen. Ne? Kann ja sein, dass die irgendwie heimlich das Ding, vielleicht hat da ja jemand Also Basti schreibt gearbeitet. Hier, unser Basti schreibt, Hafen City ist noch nicht fertig. Also Nee, also das glaube ich, hätte man auch gehört und ich denke, und Torben schreibt auch. ich glaube, das wäre auch so ein Ereignis, da würden sie richtig Tamtam draus machen. Erstes Schiff, neues Kreuzfahrtterminal. Torben schreibt das auch. Und dann wären Ja. wir auch da. Der weiß das ja auch alles. Ja. So, wie sieht das denn jetzt aus mit unserem Schnee? Ist jetzt wieder besser, ne? Schnee ist wieder besser. Ja. Du, der Schnee ist wieder abgewandert. Der fand das total schön mit uns. Hat gesagt, nee, ich muss mal weiter zu den, keine Ahnung, wo er hin will. Zu denen, die richtig Schnee brauchen. Ja, genau. Ist Remo eigentlich noch da? Ich könnte dann ja gerade noch mal was testen. Remo ist noch da, ne? Das kann ich jetzt nicht so sagen. Ja, ich wollte noch mal ein anderes Mikrofon testen. Und Arthur schreibt, dass doch nachher noch mal ein paar kleine Schauer kommen. Vielen, vielen Dank für die Info. Gerade noch mal eine Checkung machen hier. Etwas geknackt. Remo, jetzt kriegst du noch mal ein anderes Mikrofon. Oh nein, jetzt habe ich es weggeschossen. Was? Da ist hinter dir. Da ist es. Nee. Nee, hier ist es. Oh, mach keinen Blödsinn. Also es ist schon anscheinend fast wieder ein Mikro von Deck 7 in die Elbe gefallen. Ja. So, Remo, kannst du gleich mal sagen, ob taugt oder nicht taugt. Da, es geht wieder los mit Diagonalschnee. Oder Horizontalschnee ist das schon Also fast. ich habe ja gelernt, das heißt jetzt schrägonal. Das ist das neueste Wort. Ach so. Der Schnee kommt schrägonal. Und ich finde, es passt auch immer. Schrägonal halt. Oder saisonal. Nix da, immer schrägonal. Aber Schwester Hansen, wo wir dich jetzt hier haben, ich hätte gerne noch mal die Daten zur Otto Sverdrup. Ich wusste, dass du das Also so das Übliche halt, die Größe, wie viele Passagiere, wie alt sie ist, wer Kapitän Tiefgang und so, ist, ne? Tiefgang und so. Also vielleicht kannst du einmal für die Zuschauer jetzt hier so ein bisschen Das Zahlen, ist Daten, Fakten. überhaupt gar kein Problem. Also lass mich check mal in meinem Kopf. Also ist ja ein kleines, süßes Ausflugsschifflein, was nach Norwegen geht. Also ich glaube, Besatzung sind so 1500 Leute. Und Passagiere, also Gäste, die an Bord sind, sind auch nicht ganz so viele. Ich glaube so 4.500, ne? Auf der Otto Sverdrup. Ja. Oder nicht? Also ich glaube, wenn du eine Null wegmachst, Ehrlich? So bist du klitzeklein? näher dran. 450? Ich meine so 500 oder so. Ach was. Ja. Das ist ja ein Ding. Hör Das ist mal. ein Ding, oder? Das ist ja ein kleines, muggeliges, kleines Bötchen, hör mal. Das ist ja wie Laufboot. Na, auf jeden Fall ist es ein schnuckeliges, hat einen Tiefgang, ist nicht so tief. Also so vielleicht so 5 Meter oder so.
Oder? Das ist ja hier wie Rademal mit Rosenthal. Wir werden das gleich mal checken. Oder du wirst das gleich mal checken. Das macht aber nichts. Höchstwahrscheinlich werden wir so nichts sehen von Autos. Nee, wenn es so weitergeht. aber wenn das so weitergeht, hoffentlich kommt sie relativ dicht an uns vorbeigefahren. Denn wir haben ja jemanden zu Gast auf dem Schiff, Genau. der ganz wild mit seinem Handy immer hin und her schwenkt, mit dem Rot, dass er uns hier sieht am roten Fenster. Und vielleicht kann ja dem Kapitän auch noch Bescheid gegeben werden, dass er doch noch mal ein bisschen dichter hier vorbeifährt. Das Oder wär's eine doch. Hupe, eine Lichthupe macht, so wie beim Eine Auto. Lichthupe? Ja, eine Lichthupe. Guck mal, Julian sagt 5,30 Meter Tiefgang. Bist du gar nicht so, Also, guck mal. gar nicht so verkehrt. Guck mal. Hör mal. Also ich glaube, es ist ein kleines, schönes Schiff. Ich weiß zwar nicht, was sie so an Animationen zu bieten haben oder essenstechnisch, was sie zu bieten haben, das weiß ich wirklich nicht. Aber wenn du sagst, es ist wirklich so ein kleines Schifflein, kann das auch sehr muckelig sein. Ja. Da kannst du mit allen Gästen Party machen. Boah, Auf so stell einem dir... großen Schiff geht das ja nicht, aber so ein kleines Schiff, dass du so heute Abend hier mal alle antreten und jetzt hier mal Rambazamba. Du, dann nimmst du dir das Mikro und singst erstmal, ne? Genau. We like my fire. Dann springen sie alle Your von Bord. love is my only desire. Ja, das könnte natürlich sein. Aber Patrick weiß da sicherlich mehr Infos zu diesem Schiff, also definitiv. 526 Passagiere. Das ist echt wenig. Super wenig. Aber wie viel Besatzung ist denn dann da? 300, 200? So bei? Vielleicht die Hälfte, 250? Ich müsste es selber nachschlagen. Aber du könntest natürlich den Telefonjoker Basti anrufen. Boah, das wäre ja ein bisschen cool, hör mal, ne? Oh, stell dir mal vor, bei dem klingt gleich das Telefon. Was meinst du, der sich erschreckt? Und Bahnfilmer Andi haut noch einen Zuschlag für einen Eiskratzer. Plus Enteiser in Pott. Ja, den brauchen wir hier mal für den Hafen, ne? Ja. Ich würde sagen, im Moment brauchen wir mal so Entnebelungsmaschinen. Aber ist okay. Guck mal, hier kommt's. Baujahr 2002. Betten 554. 138,5 Meter. Da haben wir ja schon ein paar Infos. Mann, du Jürgen, das ist aber... Danke für diese Info. Hier sind wir aber richtig gut informiert. Und jetzt kann sie auch mal kommen hier, ne? Jetzt wollen wir sie auch mal sehen, das kleine Muggelbötchen. Dauert ja ein bisschen, auf 18:30 sollte die abfahren, ne? Auf der Kamera bildet sich auch langsam eine Eiskruste. Wie bitte? Echt? Auf dem Objektiv oben. Ja, dann kannst du den Eiskratzer und den Eiser ja super gebrauchen, oder? Ja. Es gibt Objektivwärmer für, wenn man zum Beispiel nachts lange fotografiert. Die Astrofotografen haben das teilweise, Echt? damit nichts beschlägt und so. Aber so ein Ding hattest du doch hier letztens liegen, so einen kleinen Puschel. Ein Objektivwärmer? Nee, den hatte ich leider nicht. Den leider nicht. Ach nee, das war eine tote Katze, oder wie hieß das? Ja. Ding, ne? Und bitte nicht. Ja. Und Gerhard Fotos ist jetzt auch neu auf dem Fischmarkt. Guck mal, und unser Wombat, ne? Ja. Unser Wombat, da bildet sich auch Schnee und Eis drauf. Und da muss das nämlich anschließend gebürstet werden. Ach so. Das kann man ja machen. Also guck mal, und hier steht 150 Crewmitglieder, sagt der Marc. Na siehst du, dann wissen wir das Die doch kennst jetzt du auch. dann nachher auch alle persönlich. wenn du Natürlich, vorbeikommst, hallo. ne? Und Jürgen ist seit 7 Jahren dabei. Doch geil, Schwester Hanse, macht richtig Spaß. Oh, danke, Jürgen. Danke. Ach, und der Honda Mario hat nochmal 5 Mitgliedschaften verschenkt. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Stell dir mal vor, du machst eine Kreuzfahrt in einem kleinen Schiff. Ne? Stellst du da ein und sagst auf einmal Start oder so, auch nicht, weißt du was, ich will jetzt doch wieder aufstehen. Könnte mir Doch gut nicht. passieren. Könnte dir passieren, ne?
du eigentlich schon mal in Bochum? Habe ich schon mal in Bochum war? Da müsste ich mal überlegen. Nee, Ich auch nicht. aber der Thomas kommt aus Bochum. Ja, Aber Peter und Sanna waren schon öfter. Und die wohnen ja, in der Nähe. genau, die wohnen ja in Waltrop. Okay. Also Bochum verbinde ich ja immer, und das weiß ich ja, mit Musicals. Und ich weiß ja, dass es seit Jahrzehnten das Musical dort gibt mit den Rollschuhen. Starlight Express. Ja, genau. Wie lange, Ist das wie ein lange läuft? Ja. Das läuft bestimmt schon so lange. Wie 25. Wie König der Löwen. 25 Wenn nicht- Jahre oder so. Ne? Das läuft richtig lange schon. Und soll ich dir jetzt mal, soll ich dir mal was verraten? Soll ich dir mal was verraten? du gehst da hin. Nee. Aber ich gehe woanders hin. Ich weiß, wo du hingehst. Zu Michael Jackson. Ganz genau. Und wisst ihr was, da freue ich mich richtig Oh, drauf. nimmst du mich mit? Ich habe leider nur 2 Karten. Ja, für dich und für mich. Aber ich habe es von meinem Kind gekriegt zu Weihnachten. Und ich gehe Valentinstag hin. Das kann ich jetzt nicht Okay, das- einfach. Außer sie wird krank, dann nehme ich dich Das mit. Kind möchte ich jetzt nicht übervorteilen. Danke. Aber falls sie krank werden sollte oder ich krank werden soll, darfst du den austauschen. Ich spring ein. Du springst ein? Ja. Kannst du schon mal, Valentinstag definitiv ist dann die Ablöse quasi. Da habe ich richtig Bock drauf auf das Ja, ne? Musical. Also das, da freue ich mich auch Ich war ja sehr drauf. zweimal live bei Michael Jackson. Einmal zur Bad Tour Ich auch. und zur Dangerous Tour. Beide Ich Male auch. in Köln im Müngersdorfer Stadion. Ich war einmal in Hamburg und einmal in Hannover. Hannover. Ganz genau. Abgefahren. Und das war 1997 und ich kann dir auch noch genau sagen, wann das war. Ich glaube im Mai. Mai 97. Und als ich auf der Bad Tour war, da war ich mit der Bravo unterwegs, beziehungsweise ein damaliger Freund von mir war quasi der Hauptdarsteller in einer Bravo-Foto Love Story. Oh nein, Das ist bitte aber nicht. so Und dadurch, Oh, bitte nicht. keine Angst, dadurch habe ich eine Karte umsonst bekommen. Okay, das ist cool. Und bin dann irgendwie von 1 oder 2 Bildern drauf auf dieser Foto Love Story, aber habe da keine tragende Rolle. Hast du auch Briefe gekriegt? Nee, wie die gesagt, sich ich war ja, kennenlernen wollten? ich war nie, also ich war nicht Teil der Geschichte, aber habe dadurch kostenlos Wie geil ist das eine Karte denn? bekommen. Und Ja, das war das schon ist ganz cool. geil. Mit einem Sonderzug dahin, dann mit so einem Bravo-Sonderzug, also war schon ganz abgefahren, ja. Habe ich dir, also ich habe Ja. also ich bin ja immer dankbar für alles und das wisst ihr ja auch. Aber habe ich euch mal von der Story erzählt, das war Energy Radio, war das Energy Radio 9? Oh, sag nix. Doch. Und da habe ich habe Wochen vorher immer schon gesagt, ich möchte unbedingt jemanden ganz Besonderen treffen und ich will das gewinnen. Und es gab damals, ich weiß gar nicht, das ist locker, ich will jetzt echt nicht lügen, ne? Da haben wir noch zusammen, 25 Jahre da her. haben wir noch in der Praxis gearbeitet Ja. zusammen. Also das muss auf jeden Fall. Da war ich noch nicht mal 30. Ja. Ja, und das ist, Kommt hin. ja, ungefähr. Und wenn ich euch diese Story mal erzählen sollte, ich lache mich heute noch immer schlapp, aber es war ein bisschen sehr cool. Ich wollte immer mal, ihr würdet es nicht glauben, wen ich wirklich mal treffen wollte. Und ich habe ihn dann auch wirklich getroffen, den kleinen jungen Mann. Jetzt kommt jeder denkt, jetzt kommt sonst was und jetzt kommt die Auflösung. Jetzt kommt die Auflösung. Seid ihr gespannt, Leute? Es war ein spanischer Torero. Also Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Und den habe ich getroffen in Paris. Ich bin da echt hingeflogen nach Paris. Das müsst ihr mal reinziehen. Wie verrückt das bin hast ich du denn gewonnen eigentlich? beim Radiosender. Ja. Und ich weiß, Anja hat alle wahnsinnig gemacht Ja. auf der Arbeit. Oh, ich sag, es gab Enrique Iglesias war, glaube ich, eine Woche Thema. Es gab nichts anderes außer Enrique. Und dann hat er jetzt wahrscheinlich gesagt, Moinsen, hat einmal gewunken und ist wieder abgehauen. Nee. Hallo? Ich durfte das Konzert besuchen. Und Und Meet hint- and Greet. Ja, hatte natürlich Meet and Greet. Du, das ist ja ein ganz dünner Junge, hör mal. Und der ist gar nicht so groß. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Aber es war trotzdem schön. Hattet ihr den Honda zuletzt eigentlich? Ja. Mit 5? Genau, weil jetzt haben wir nämlich noch den Mark Polo 76. Der ist auf Twitch mit einem Sub dabei. Schon im 4. Monat, danke dir. Ja, die fragen hier natürlich alle schon nach Fotos. Ich weiß gar nicht, ob ich glaube, ich habe davon noch eine Ausgabe in irgendeinem Karton, der ganz
weit verbuddelt ist. Wir gehen mal Aber auf den Dachboden. wie gesagt, ich bin da klein im Hintergrund, also überhaupt nicht Soll ich spektakulär. das raussuchen? Natürlich sollte das raus. Es ist wirklich nicht spektakulär, nee. Aber Michael Jackson fand ich schon cool. Michael Jackson fand ich richtig Ja. cool. Ich auch. Ich finde, Michael Jackson ist so ein Paradebeispiel für einen Künstler, wo man wirklich das Werk von dem Menschen trennen muss. Absolut. Also der, finde ich, ist wirklich, weil das, was er geschaffen hat, finde ich so toll. Und sicherlich problematisch als Mensch, aber seine Musik habe ich geliebt über alles. Absolut. Und da fällt mir auch so ad hoc sozusagen noch Whitney Houston ein, was für eine legendäre Karriere die hingelegt. Also mit wirklich, die war Teenie und ist so durch die Decke gegangen und hat so einen Typen irgendwie an der Hand gehabt, der sie überhaupt nicht supportet hat, im Gegenteil. Wir haben Und die übrigens wieder Musik? Sicht. Nein! Ja, doch! Wir quatschen hier und haben gar nichts. Kommt sie schon? Ich könnte mal einen Schwenker machen. Ja, mach mal einen Aber dann Schwenker. können wir mal gucken, ob sich da was tut beim. Und The Clansman. Und auch nochmal was mit dem Pod. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, so richtig sieht man da noch nichts. Und der Walter D. wünscht auch allen nochmal ein frohes, gesundes neues Jahr. Und er schreibt, er hatte heute viel Stress, aber mit dem Stream geht es ihm jetzt besser. Und er freut sich. Sehr Ach, schön. das freut uns. Ja, das ist Und doch liebe super. Grüße aus Bonn. Ja, Ja. Also das ist doch mal, finde ich Das ist auch lieb. total dass er sich lieb. mal entspannen kann. Oder? Ja, finde ich gut. Und 5 € kommen noch von The Clansman. Und er schickt beste Grüße aus Bochum. Vielen Dank. Er sagt, euer Kanal ist eine Wucht. Weiter so. Machen wir. Weiter so. Dankeschön. Weiter so. Weiter so machen Weiter wir so. immer. Genau, immer weiter so. So. Also Guido aus dem Westerwald sagt, die ist noch fest, da passiert nichts. Können wir mal ein bisschen schnacken, ne? Hör mal. Oder? Hör mal bitte einen Show hier. Pladütsch mit Schwester Hansen. Ja. Eine extra Newman Tüdelband. Das musst du noch mal, den Text musst du noch mal richtig lernen. Ja, muss das erstmal. Ich muss so viel gerade lernen, das ist mein Problem. Oh, ich glaube, die Finkenwerder kommen zurück. Ist da jemand drauf, den wir kennen? Das weiß ich nicht. Also ich glaube, heute Vormittag ist Niklas eine der neuen Fähren gefahren. Ich weiß aber nicht, ob er... Nee, der hat bestimmt keinen Dienst mehr. Da sah aber gerade jemand so aus, als ob er ein Foto gemacht hat hier vom Büro Nee. oder von Deck 7. Kann aber auch einfach unten das große beleuchtete Fenster gewesen sein. Und der Dirk ist jetzt auch auf dem Fischmarkt dabei. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon vorgelesen haben. Ich sag nochmal willkommen. Und Hansi schickt auch nochmal Grüße raus an alle. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Genau, der Ulrich hat's nämlich, ne? Ja, ich genau. denke, mit das kannst du. Ja. Ich verstehe das schon, hör mal. Verstehe das schon. Oh, ich finde, das Bild hat jetzt ein bisschen was von Gotham City, Stimmt. oder? Ja, es ist so ein bisschen dark, ne? Aber wenn jetzt wirklich hier so komische Gestalten gleich um die Ecke kommen, wie in Gotham City, ne, dann verriegeln wir und verrammeln wir über die Tür. Gefällt mir richtig gut gerade das Bild. Die Serie fand ich übrigens richtig genial. Hast du die gesehen?
so ein großer Pott liegt, das sieht man immer so ganz schnell von hier drüben. Wenn das so ein kleines Licht ist, sieht man von hier gar nicht so wirklich. So, ich musste mal kurz ein Foto machen von dieser schönen Szenerie. Also Bernhard, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das Musical definitiv noch bis Dezember läuft. Eher noch länger. Und alle anderen Musicals, die du gesehen hast, die sind auch alle super. Kann man nicht anders sagen. Also bisher, was ich auch alles hier so gesehen habe. Ich habe sogar Tina Turner gesehen und das war auch wirklich gut. Heike meint, es geht los. Ich mache mal einen Schwenker. Anthony Roberts sagt, du hast einen super schönen View, also Ja, Ausblick. ja. Also ist schon. Ja, ein Strahler mit Hamburg Hafen Live-Zeichen. Ich habe ja hier diese wilde Taschenlampe. Ja. Ja, zeig mal, ob die überhaupt jetzt so, wie weit die. Ja, so krass weit kann sie auch nicht. Also du kannst damit niemanden unten auf dem Terminal blenden. Naja, aber wenn die Sverup hier kommt und die Dame da auf dem Boot ist, dann. Guck mal, und du kannst halt... Guck mal. Ja. Ich mache einfach kreisende Zeichen, damit sie weiß, dass wir hier sind. Guck, mach mal das, kannst du das Schiff da, die kleine. Ja, aber da kannst du ja nicht rüberblenden einfach. Ich will ja hier niemanden... Ja, das kannst du nicht machen. Ich kann jetzt nicht die Fähre anblinken. Ich dachte hinten So auf einer diesen starken Löwen Taschenlampe. zeigen. Nein. Wir wollen ja nicht unangenehm auffallen. Nee, das stimmt. Aber du weißt ja, ist der Ruf erstmal ruiniert, lebt sich sehr ganz ungeniert, ne? Aber auf jeden Fall sind da noch Leinen fest an der Otto Sverdrup. Das heißt, es dauert noch einen kleinen Moment. Schauen wir doch noch mal aufs Terminal. Also ich weiß ja nicht, was ihr jetzt so macht, aber ich hole mir jetzt noch ein Stück Schoki. Möchte noch jemand? Ich verstehe die Frage nicht. Siehst du? Ja, damit. Dankeschön. Was auch immer das. Was ist das hier, Patrick? Das kannst du oben drauf tun. Ja, das ist gut. Leute, müssen wir ein bisschen Schokolade essen. Köstlich. Noch danke an den Sattelschlepper, ne? Da, die riecht Oh, auch so lecker. die riecht, genau. Genau das ist es nämlich. Die, Postbüdel 69 auf Twitch mit einem Prime-Sub im 2. Monat dabei. Dankeschön. 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 Fabian fragt, ob man vorne rausgucken kann bei den neuen Fähren, wenn man unter Deck sitzt. Nee, das ist der einzige kleine Wermutstropfen. Unter Deck kann man nicht mehr nach vorne rausgucken. Der Moddi Ohlendorf ist jetzt seit 10 Monaten Fischmarktmitglied hier bei uns. Und er hat ganz schnell gemacht, weil er musste jetzt noch mal weiter gucken hier bei uns. Das finden wir in Ordnung, ne? Auf jeden Fall. Jetzt ist der Schnee oder Nebel oder was ist immer, aber auch wieder weg, ne? Ja, aber das ist ja der Hafen, ne? Zack ist Regen, zack ist Sonne, zack kommt die Meerjungfrau und zack kommt der Sturm, ist sie auch wieder weg. Das geht hier ruckzuck.
Und der Stefan hat auch nochmal was mit dem Konto. Viele Grüße aus Potsdam von Stefan, Matthias und Miriam. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Guck mal, Doris schreibt, sie war schon zweimal bei Starlight Express. Starlight Express habe ich auch schon gesehen. Ich habe das noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Fand ich richtig cool. Starlight Express. Guck mal, hast du schon ein gutes Geschenk für uns? Starlight Express. Und guck mal, du kannst ja auch singen. Ne? Ja, mit Rusty, der Dampflokomotive. Und du musst da in diesen Sesseln sitzen, die auch so beweglich sind. Weißt du, so. Das sind so bewegliche Sitze. Echt? Ja, ich habe da schon mal eine Doku. Und da Die haben Kannst das- du mitgehen oder Die haben wie? das Ja. bestimmt schon mal umgebaut. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das früher. Ich war da, als es noch ziemlich neu war. Weil sonst hast du immer Verrenkung am Hals. Das ist ja nichts für mich, ne? Deswegen ist Tennis, ich kann beim Tennis nicht zugucken. Immer links den Hals und rechts den Hals. Das mache ich eine Stunde, danach habe ich einen steifen Hals. Nee, ehrlich, das geht nicht. Ich kann nur auf einer Seite sitzen, damit ich nicht immer links und rechts gucken kann. Selena lässt ihr Prime Sub da. Herzlichen Dank auf Twitch. Sabrina schreibt, wer war schon bei WWRY? Was ist denn WWRY für eine Abkürzung? Wer wird wann wollen? Wen willst du richtig jodeln? Das kenne ich nicht. Was ist denn WWRY? Leinen gehen los. Guck, Guck, der du hast Jörg recht. sagt, die Sessel gibt's immer noch. Und das ist cool, weil da kannst du dich immer so bewegen, wenn die da mit den Rollschuhen so Die kommen ja da angerast, du hören Sie mal. Aber Phil, willst du ja bei den Rollschuhen mitfahren? Boah, da habe ich richtig Angst. Ne? Ich habe Angst um meine Knochen. Lein los bei der Otto Sverdrup. We Will Rock You von Queen. Oh, das klingt auch nach einem Musical, wo ich Bock drauf hätte. We will. Aber wo Rock gibt's you. denn das? Wo gibt's das? Weiß ich nicht. Ein Horn, sagt jemand. Hast du ein Horn von der Sverdrup? Ich wollte eigentlich jetzt mal abwarten, ob wir ein echtes bekommen. Ah, okay. Ist jetzt auch schlau, wenn sie schon bei uns vorbeifährt. Aber die ist immer sehr geizig. Ja, okay, wenn sie geizig ist, dann hauen wir aber hinterher noch ein Horn raus. Oder auch zwei. Kein Problem. Schwarzbart-Jürgen ist nochmal mit 200 Bits dabei. Dankeschön. Guck, die Aida Nova ist jetzt auch gerade vor Neuwerk. Dann ist die auch in 6 bis 7 Stunden hier. Ach ja, das ist ja toll. Ja. Aber da schlug ich doch. Ich brauche meinen Schönheitsschnauf. Das ist immer ganz wichtig hier. Schwarzbart-Jürgen haut nochmal 200 Bits raus. Und der Manfred 100. Dankeschön. Er schreibt auch ein gesundes neues Jahr für alle von euch. Auch an die Mods natürlich ein freundliches Hallo. So, geht los. Sie hat abgelegt. Nimmt sie Fahrt auf? Sie nimmt Fahrt auf. Hebel on the table. Oh, Hebel aus. Ja. Ja, und alle together. Ja. Alle, hast du gemerkt? Es ist so Das großartig. ist so geil, oder? Ich weiß gar nicht, ob wir das im Stream schon hatten. Nee, hatten wir noch nicht. Oder, wie kamen wir denn Ja. da? Letztens kamen wir da irgendwie drauf. Ich ne? kam da, irgendwie kam Ja, ich da. Anja kam da Ja, drauf. Genau. Bei uns zu Hause saßen wir, dann haben wir so gelacht, ne? Nee, ich bin doch ins Auto eingestiegen bei euch. Stimmt, aber wir Und- waren alle aber- 3 zusammen. Ja, ja. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, aus welchem Kontext das irgendwie Höchstwahrscheinlich wollten wir wieder zu dritt irgendwo hin und dann hast du gesagt, kam. Alle together. Alle together. Alle. So, Mädels, jetzt aber mal ein bisschen Konzentration hier auf dieses schöne Schiff. Contenance. Contenance. Contenance, ein bisschen. Contenance. Ja. machen wir.
Hier nochmal ein paar Eckdaten zu diesem wunderschönen Schiff, was jetzt nach Norwegen ausläuft. Also wenn die weiter so beschleunigt, dann wird die hier gleich sowas von um die Ecke driften. Wie der Blitz. Ja, das Du, ist ja die was muss das ganz wieder aufholen. ist ja was ganz anderes als Aida Nova. Die kommt da gleich mit 10 Knoten aus dem Hafen raus. Otto is moving 3 kn. Also ist ganz entspannt unterwegs. Also wir warten jetzt mal, vielleicht hornt sie ja für uns, vielleicht hört das ja jemand da. Wer auch immer da auf der Brücke ist oder Kapitän, keine Ahnung, wer da heute das Schiff fährt. Vielleicht hört er uns ja wirklich und macht jetzt gleich Lichthupen und auch Trompetenalarm für uns. Also ich habe wirklich noch nie eine Lichthupe gesehen, aber gut. Ja, du weißt ja, was ich meine. Doch, Fairplay hat das schon gemacht, das stimmt. Fairplay kann das. Was kann Fairplay? Lichthupe. Fairplay kann das super. Brauchen wir meine Kamera. Es geht hier gleich wieder. Ja, Sebastian möchte auch gerne ein Horn, aber wir wollten mal gucken, ob die Sverdo für uns nochmal ein Live-Horn sendet. Und wenn sie es nicht tut, dann hauen wir natürlich ein Horn nochmal hinterher raus. So soll es geschehen. Da kommt sie. Wirklich ganz schön schnell, ne? Die ist super schnell. Ja, gut, die ist ja auch kaum größer als ein Schlepper. Wenn vielleicht doch dann mein Unternehmen sein. Aber guck mal, wenn sie jetzt, wir haben ja auch manchmal, wenn sie Mann über Bord haben, so besondere Lichter, so Hardcore-Lichter. Die könnten sie doch jetzt einfach mal anmachen vorne. Und so blinken halt. So passt das auch mit dem Fahren wieder besser. So richtig dolle beleuchtet ist hier so nicht, ne? Ah, ich glaube, die mag nicht. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ach, das ist, um Gottes Willen, die Taschenlampe funkt, die blinkt SOS. Ich dachte, ich blink hier mal aus dem Fenster. Nee, Oh, herrlich. SOS ist ein bisschen übertrieben. Ich dachte, die blinkt einfach nur. Nee, Hast du nee. ein Foto gemacht? Ich mache jetzt ein Foto. Ja. Das wäre ein bisschen sensationell, wenn hier so eine Leuchtschrift wäre, wo drauf steht, jetzt bitte Horn. Für die Schiffe, die hier vorbeifahren. Das wäre jetzt echt ein bisschen sehr cool. Und dann so, weißt du, so mal blinkend. Verschiedenen Leuchtstreifen oder so. Und es ist Puffpeng, Puffpeng. Und dann knallt das und so. So, Achtung, ich bin wieder da. Fotos gemacht. Und Mike haut auch noch mal was mit im Pott. Und er sagt, klasse, ab sofort gibt es kein Horn mehr, sondern Trompetenalarm. Super. Ist denn da irgendjemand jetzt an Bord, der... Ja, irgendjemand ist ja an Bord. Ja, Eine Dame hat vorhin geschrieben. Kadia, dann musst du jetzt mal ein Horn raushauen. Das ist so fürchterlich. muss ich mal hier... Ja. Müssen wir mal Otto aus der Dose. Ja, Otto aus der Dose finde ich super. Ja, da fällt sie. Der Oliver fragt, ob es ein Bildband von euch gibt. Nein. Nein. Das Einzige, was es gibt, ist das Seafarers. Aber das ist ja nicht Hamburg Hafen Live. Das ist ja ein älterer von mir. Heute sagt, wir sollen noch 4 Stunden streamen. Ja. Aber dann geht einer zur Simmernsmissung, hat ein paar Getränke und einer geht die Losteria und holt eine Pizza. Das wäre auf jeden Fall ein Deal. Ja, Leute, und das wäre der absolute Worst Case von mir, wenn so ein Norovirus ausbricht an einem Schiff. Du kannst ja nicht abhauen. Du bist gefangen, gefesselt. Du kannst nur beten und hoffen, dass es dich nicht erwischt. Die Finkenwerder kommt auch wieder. Er hat jetzt unterm Fenster. Die fährt hinterher. Oh, das war aber ein zaghaftes. Also das war ein bisschen... Das war mal ein bisschen sehr niedlich. Da geht noch mehr. Ist dein Aufband aus der Büchse auch so? Bitte? Ist das aus der Büchse auch so? Nee, das ist schon. Ein bisschen länger? Ja, ja. Das ist ja entzückend. Ja. Naja, wir müssen ja dankbar sein, dass wir überhaupt was gehört haben. Genau. Wir nehmen das, was wir kriegen können. Ja.
Ja, morgen Abend haben wir dann Aida Nova wieder mal. Soll, glaube ich, um 18 Uhr losgehen. Da kommt jetzt auch die Finkenwerder mit ins Bild. Ja, Kai, das war wirklich ein bisschen dünn und mau. Da haben wir uns ein bisschen mehr versprochen und erhofft. Aber gut, es ist, wie es ist. Ich glaube, wir machen mal nächstes Mal was ganz Verrücktes hier, wenn hier so ein Schiff wieder kommt. Und wir wollen so ein Horn haben. Oh oh. Ja, ich habe schon wieder Was kommt jetzt? Ich habe so komische Können Bilder sich in hier meinem Kopf schon abseilen, wieder. Aus Deck 7 bis nach unten. Und zwar als Meerjungfrau. Willst du hier im Fenster als Meerjungfrau Ja, sie möchte tanzen? sich Stell dir das abseilen. aber mit blonden, gelockten Haar. Oh, nee, bitte Und nicht. leuchtenden Ohrringen. Das finde ich super lustig, ja Mann. Und da steht da in Leuchtschrift, so am Oberkörper, bitte hupen Sie für mich. Das könnte er aber auch anders verstehen. Stell dir das mal wirklich vor, hänge ich da auch so sein. Das ist ein nasser Sack. Ja, genau. Ja. Und die Flosse immer schön an der Wand von der Mauer. Aber bitte mit Körperspannung. Ich gehe extra trainieren nochmal. Ja, da ist sie auch schon weg, die Otto Sverdrup. Schnutz die Wutz, ist sie weg. Schnutz die Wutz. Captain Karl schreibt, hübsche Frauen, die am Fenster sitzen, das könnte man noch falsch verstehen. Ja. Ja, du weißt ja, ne, also Rotlicht und Frauen, die im Fenster sitzen. Naja, sie sitzt ja nicht im Fenster, sie wollte sich ja abseilen. Also aus Deck 7 wird dann noch ganz schnell eine Herbertstraße. Könnte passieren. Oh, herrlich. Der Malte schreibt, Leuchtkasten für Schwester Hansen, Miss Mermaid. Und hier gegenüber liegt ja die CMA CGM Mermaid. Kannst du ja mal so als, Vielleicht können wir dir ja das Meerjungfrauenkostüm in diesem Grün und Blau machen von CMA CGM. Vielleicht wirst du das neue Maskottchen der Reederei. Und hängen denn da irgendwo am Schiff? Influencer Ja. wärst du. Du hängst so am Anker. Ganz genau. Nee, Ja. als Galionsfigur. Als da vorne. Galionsfigur Ja, vorne. genau. Oh, Dann hängst du an Leute. beiden Ankern, da binden sie dich fest. Guck mal, da muss er aber auch lachen. Ne? Und deine Da goldene, bist du kurz vorm Kiel holen. und deine goldene Locken wehen im Wind. Ist das so geil, oder? Stell dir das mal bildlich vor. Nur mal so. Einfach nur mal so. Maike schreibt, das gab's schon. Lorelei und untergegangen. Oh nein. Danke, Mike. Soll ich uns mal mit ins Bild holen hier wieder? Ja, mach doch. Guck mal hier. Ich komme mal hinter euch. Das ist Ich hoffe, Das ist wirklich rot bei uns. ich hoffe, das ist jetzt Das scharf, ist echt. das Bild. Das ist aber aber wesentlich guck mal da. roter, Ja. als es eigentlich hier ist. Nein, das ist so rot, wie es rot ist. Ist ja auch scheißegal. Ja. Ja, Leute. Was sollen wir sagen? Das war doch ein schöner Stream, oder? Ja. Mal so eine ganz aber auch. entspannte Nummer mit ein bisschen mehr Chat lesen. Und weißt du, was Anja ja eigentlich noch vorhatte mit dir heute? Sie wollte gerne da oben noch hier ins Gin-Hotel, in die Bar, auf den Absacker. Heute noch? Ja. Es ist Freitag, hör mal. Ja, Attacke. It's Friday, bitch. Also eigentlich hatte dieser Stream ja zwei Teile. Vor Schwester Hansen und nach Schwester Hansen oder ab Schwester Hansen. Aber ich glaube, da kommt noch ein kleiner Beifang. Was kommt denn da noch? Ist das ein Schlepper? Irgendwas fährt da noch. Irgendwas fährt da? Ja, das war was ganz Kleines. Also morgen
Aida Nova, ich glaube 18 Uhr, ich weiß nicht, ob sich daran irgendwas ändert. Die Queen Victoria ist morgen auch da. Queen Victoria geht nach Altona und geht natürlich deutlich später raus. Ich glaube 22 Uhr geht die raus, da hätten wir 4 Stunden dazwischen. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen mit Queen Victoria. Also wenn die so liegt, dass sie noch drehen muss, dann könnten wir das wunderbar von hier oben machen. Wenn die morgen früh schon dreht, dann... Da musst du morgen früh aufstehen und den Morgenstream machen. Oh Gott. Ja, oder ich müsste morgen Abend dann hier aus unserem warmen Büro raus und uns unten hinstellen ins Kalte. Naja, wird ja auch nichts. Macht ja auch nichts. Schlimm ist es auch. Du hast Genau. ja deinen Arktisanzug. Genau. Also Wir gucken einfach mal, wie morgen die Situation ist. Aida Nova denke ich auf jeden Fall von hier oben und Queen Victoria schauen wir mal. Ich glaube auch, dass wir dazwischen eine Pause machen. Ich glaube nicht, dass wir den Stream durchlaufen lassen, wenn da 4 Stunden zwischen sind. Das ist... Nee. Es sei denn, Schwester Hansen kommt vorbei und macht 4 Stunden dann dazwischen oder 3 Stunden Alleinunterhaltung. Ich habe ja morgen wieder, ja, das könnte ich locker schaffen, das ist gar kein Problem. Ich erzähle euch mal Geschichten aus meinem Leben. Also, das war Ja. jetzt nicht so interessant, aber unterhaltsam auf jeden Fall. Du kannst ja so eine Revue machen. Eine Revue! Eine Revue. Oh. Tanzen, singen, Sketche, Geschichten erzählen. Essen. Trinken. Das war doch früher so in den 50er, 60er Jahren. Da waren doch diese Revues. Ja. Waren doch Aber dann in, müsste oder? ich auch meine High Heels dazu anziehen, ne? Dann Ja. tanze ich auch so richtig. Ja, und dann kriegst du auch dein Mermaid-Kostüm. Du, wer weiß, ne? Wer weiß, wer weiß. Wer weiß. Na gut, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Danke für eure Zeit. Ganz lieben Dank auch für eure Unterstützung bei YouTube und auch bei Twitch. Vielen Dank natürlich auch an unsere Moderatoren im Hintergrund. Habe ich viel vergessen? Irgendwie war es so kurz. Uns beide hier so? Ja, danke natürlich an meine beiden Damen, Tanja und Schwester Hansen. Und für die ganzen Infos, die ihr mal raushaut. Ja, Genau. Und dass ihr es ja aushaltet mit uns bei dem täglichen Wahnsinn. Ja, aber es war jetzt wieder wirklich sehr nett, oder? Also wir bedanken uns jetzt auch mal wieder am Chat, weil ich glaube, es waren nette Leute mit Infos dabei und allem Möglichen. Und ja, ich sage einfach mal, schönes Wochenende an alle. Unser erstes schönes Wochenende im neuen Jahr. Und wir nehmen uns jetzt gleich mal einen Drink, ne? das machen wir. Oh, sensationell. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss, Macht's gut. schönes Weekend.